Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und ihr seht es auf dem Tisch. Wir schauen uns mal wieder Leuchtpunktvisiere an und das Ganze in Kooperation mit der Firma Vector Optics. So, also hier wieder eine Kooperation eingegangen, denn die letzten Videos auch zu dem LPVO von Vector sind von euch gut angenommen geworden und ich finde auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade für den Airsoft-Bereich, definitiv ein Hersteller, den man immer ein bisschen im Auge behalten sollte, denn es ist einfach nicht so übertrieben teuer und brauchbar, die Produkte. Bedeutet aber gleichzeitig auch, ja, die Artikel oder die Items werden mir letztendlich von Vector Optics zur Verfügung gestellt. Es wird wieder ein kleines bisschen geinfluenced, aber ihr kennt mich, ich bleibe mir treu und werde euch natürlich auch wieder die Produkte so vorstellen, wie ich sie wirklich auch empfinde und wie ich sie jetzt getestet habe. Bedeutet ja, es wird wieder Punkte geben, die finde ich sehr positiv. Es wird aber leider heute auch einiges an Kritik geben, wo ich sage, die Optik geht für mich zum Beispiel gar nicht. Gerade hier die Generation 4 von dem Maverick Mini habe ich unheimlich Probleme damit, spreche ich alles im Detail wieder an. Bedeutet ja, Produkte ja, kostenfrei erhalten, aber das Video nicht irgendwie gekauft, dass jetzt irgendwie die Produkte gut bewertet werden. Und wie gesagt, ich spreche wieder alles so an, wie es ich letztendlich einmal empfinde. Also, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Leuchtpunktvisiere oder Magnifier als Kombination, bleibt dran, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Gut Leute, jetzt fangen wir ganz entspannt an mit dem ersten Leuchtpunktvisier von dieser Maverick-Serie und das ist letztendlich der klassische Maverick 1x22 in der Generation 2. Bedeutet von diesen 3 Leuchtpunktvisieren letztendlich das älteste Modell, aber wie gesagt, so viel Unterschied ist da jetzt auch nicht. Sprechen wir den zunächst mal durch. Der Artikelname ist letztendlich bei Vector Optics SCRD-12 römisch 2 und gibt es entweder in klassisch schwarz, so wie ihr das Ganze hier einmal seht, oder ebenfalls einmal in grau eloxiert. Also wenn ihr mal ein bisschen was Ausgefallenes haben möchtet, gibt es eben auch in grau. So, vom Preis her, da möchte ich jetzt gleich mal darauf hinweisen, egal welches Produkt wir uns jetzt bei Vector Optics oder von Vector Optics anschauen werden, empfehle ich euch immer zu vergleichen. Denn ihr wisst ja, Vector Optics hat auch einen deutschen Vertriebspartner, das ist dann einmal vectoroptics.de und hier liegen wir preislich nahezu identisch zu AliExpress. Bedeutet, wenn jetzt bei AliExpress keine Rabattaktion irgendwie aktuell am Start ist mit 20% Rabatt oder sowas, dann einfach mal auch bei vectoroptics.de schauen und beide Shops mal miteinander vergleichen. Denn meistens bekommt das ja direkt in Deutschland zum gleichen Preis letztendlich. Ansonsten, auch hier muss man wieder ansprechen, wenn ihr das Ganze von AliExpress bestellt, wieder aufpassen, viele Sachen oder viele Produkte werden direkt aus Polen verschickt. Bedeutet, es kommt kein Zoll, es kommt keine Einfuhr oder sowas dazu und ihr habt das Zeug per UPS innerhalb von 3 bis 4 Tagen bei euch. Also einfach bei AliExpress immer gucken, wo ist das Produkt verfügbar und wenn es in Polen verfügbar ist, dann geht es rucki-zucki und ihr müsst keine 5, 6 Wochen auf die Lieferung aus China warten. Aber wie gesagt, gerne mal vergleichen, denn auch vectoroptics.de liegt preislich nahezu identisch. Hier kostet jetzt zum Beispiel dieser Maverick 1x22 Gen 2, kostet bei Ali aktuell mit ein kleines bisschen Rabatt 80 € und direkt im deutschen Shop liegt er bei 85 €. Also das sind gerade einmal 5 € Differenz und auch ab 50 € versandkostenfrei. Und dementsprechend könnten wir das Ding direkt auch in Deutschland kaufen, meiner Meinung nach. So, Aufbau sprechen wir gleich alles durch. Schauen wir zunächst mal den Lieferumfang an. Gut, ihr bekommt halt wieder so eine ganz normale Box, wie bei jedem anderen Leuchtpunktvisier letztendlich. Drin enthalten ist zunächst mal der Maverick in der Gen 2 mit vormontierter High Mount, QD das Ganze aus Aluminium. Gute Montage mit einer Höhe letztendlich von Picatinny bis zum Rotpunkt von 38 mm. Gehen wir später nochmal etwas genauer darauf ein. Also Standard High Mount nenne ich es jetzt einfach mal, aber nicht zu verwechseln mit einer Unity oder so. Und ebenfalls im Karton ist noch eine Low Mount enthalten. Habe ich noch nie in meinem Leben irgendwie benötigt, so eine Low Mount. Aber gut, es ist halt eine dabei, wer es irgendwie benötigt. Dann Patch, Vector Optik, ebenfalls Patch ist enthalten. Dann so ein Gummicover für die Linse zum Drüberstülpen. Einmal ein kleines Tool fürs Batteriefach, bedeutet hier seitlich einmal rein, um die Knopfzelle einlegen zu können.
Klar, so ein kleines Kunststofftool liegt noch dabei. Und dann letztendlich nochmal ein Inbusschlüssel. Der ist dann letztendlich für die Low Mount, um das Ganze auf der Picatinny-Schiene zu montieren. So, ebenfalls ist wieder so ein Charteur enthalten mit so einem Code hinten drauf, 12% Rabatt beim nächsten Checkout. Und den habt ihr letztendlich bei jedem Vector Optics Produkt immer im Karton mit drin. Dann lasst uns anschließend gleich ein bisschen über die technischen Daten quatschen. Die Gesamtlänge ohne irgendwie Flip-Ups, ohne Killflash ist ja eh leider keine enthalten. Die Gesamtlänge beträgt hier 76 mm. Eine Gesamtbreite inklusive dem Batteriefach sind hier 45 mm und das Gewicht sind leichte oder angenehme 190 Gramm. Wie jetzt gerade schon angesprochen, mit der vormontierten High Mount habt ihr eine Visierlinie oder eine Höhe von Picatinny Oberkante bis zum Mittelpunkt oder bis zum Absehen letztendlich von 38 mm. Finde ich, ist in Ordnung, könnte aber für meinen Geschmack auch noch mal ein kleines bisschen höher sein. Wie gesagt, viele nutzen heutzutage auch die Unity Mounts, die sind unheimlich hoch letztendlich von der Visierlinie, aber so 43, 45 mm dürfen es gerne sein, meiner Meinung nach. Also hier letztendlich 38 mm Picatinny bis zum Punkt von der Höhe her. Die Vergrößerung selbstverständlich keine, also einfach, und der Linsendurchmesser beträgt 22 mm, wie der Name letztendlich schon sagt. Die Punktgröße beträgt angenehme 3 MOA, bedeutet 3 Winkelminuten und ist dementsprechend angenehm klein. Und ihr habt nicht das Phänomen oder das Problem wie bei manchen sehr günstigen China-Leuchtpunktvisieren, dass wenn ihr das Ding irgendwie mal einen Meter von eurem Auge weg habt oder 40, 50 Zentimeter, dass dann der Punkt unheimlich groß ist. Das ist hier mit 3 MOA eben nicht der Fall. Batterie seitlich ganz normal zum Einlegen, können wir uns vielleicht gleich mal anschauen. Ich habe es jetzt nicht ganz zugemacht. Ganz normale CR2032 Knopfzelle, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Ganz normal hier einmal Knopfzelle rein, dann wieder zuschrauben. Nur halt auch wieder aufpassen, ist ein Feingewinde. Und natürlich mit O-Ring das Ganze, bedeutet auch vor Spritzwasser, Nebel oder sowas letztendlich geschützt das Ganze. Also, wie gesagt, CR2032, ihr könnt hier die Helligkeit einstellen in insgesamt 11 Stufen. Stufe 1 und 2 steht im Netz, ist für NVG, also für Night Vision oder Restlichtverstärker letztendlich. Bedeutet, hier nehmt ihr rein, wenn ihr dem mal durchschaut, nehmt ihr auf Stufe 1 und 2, nehmt ihr nicht wirklich den Punkt wahr. Also die ist es wirklich nur geeignet, für einen Restlichtverstärker. Braucht man letztendlich für uns oder braucht man letztendlich nicht. Die Einstellung funktioniert dann ganz normal, wie man es kennt. Seiteneinstellung vom Schützen aus auf der rechten Seite und der obere Turm natürlich für die Höheneinstellung. Hier habt ihr das Ganze in schönen Klicks und auch einen sehr hohen Verstellweg. Ein Klick ist letztendlich genau eine Winkelminute und ihr habt einen Gesamtweg von 100 MOA. Bedeutet 100 Klicks letztendlich und der Mittelpunkt liegt dann letztendlich genau bei 50 Klicks. Bedeutet, wenn ihr das Ding mal irgendwie verstellt habt und nicht mehr wisst, wo muss ich denn hin, dann könnt ihr einfach beide Türme komplett auf Anschlag drehen und dann jeweils wieder 50 Klicks zurück und ihr habt dementsprechend wieder exakt von dem Leuchtpunktvisier die Mitte eingestellt. So, dann wie gesagt, auch Spritzwasser geschützt, also bitte nicht verwechseln, es ist wirklich nur, gegen Nebel oder ein kleines bisschen Regen ist es geschützt, Spritzwasser IPX4, aber nicht wasserdicht. Bedeutet nicht davon ausgehen, dass ihr das Ding irgendwie mal kurz unter das Wasser taucht, dann ist es definitiv kaputt. So, ein weiterer Punkt, diese gesamten Leuchtpunktvisiere werden von Vector Optics als stoßfest angegeben und geeignet für Kaliber 308, 12 GA und ganz normal 223. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Und sind wir ganz ehrlich, wer eine 308er Scharfwaffe schießt, der wird sich, glaube ich, kein Leuchtpunktvisier für 80 € drauf machen. Davon gehe ich zumindest einmal aus. Die allgemeine Qualität dieser ganzen Leuchtpunktvisiere lässt sich wirklich sehen. Also hier hat Vector Optics nirgendwo irgendwie geschnitzt. Bedeutet Qualität oder Verarbeitungsqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade auch wenn man hier vorne teilweise mal reinschaut, da kann man bei manchen sehr günstigen Herstellern, sieht man dann hier vorne teilweise so einen schwarzen Klebstoff, wo die Linse eingeklebt wurde. Ist jetzt hier nicht der Fall. Auch vom Aluminiumkörper außen nirgendwo irgendwelche scharfen Kanten dran oder Ecken dran. Fühlt sich einfach von der Haptik schön an, ist schön gefertigt und alles sitzt einfach schön solide und sauber dran.
Ein kleiner Punkt seht ihr jetzt dann später auch bei den Aufnahmen, und zwar die LED. Könnt ihr, warte mal, so müsstet ihr die LED sehen, zeige ich euch dann später eben nochmal. Sitzt hier bei diesem Modell im 135-Grad-Winkel, bedeutet genau hier unten, seht ihr eben, kommt die LED einmal ins Sichtfeld rein. Auch hier bin ich eher ein Fan davon, wenn die LED unten drin ist, denn das hier seitlich, ja, das kann gegebenenfalls ein kleines bisschen stören. Aber wie gesagt, es ist nichts Gravierendes, nur eventuell anzusprechen. Auch die Mount ist gut, auch aus Aluminium gefertigt, aber natürlich beachten, es ist ein ganz normales Aluminium 6061, also nicht zu verwechseln mit 7075, dann wäre das Ding natürlich nochmal etwas teurer. Also hier ganz normales Aluminium 6061 und dementsprechend etwas weicher, bisschen weniger Zugfestigkeit wie 7075. Aber wie gesagt, ist in Ordnung. Auch die Mount ist okay, auch nicht zu dünn gewählt. Bedeutet ja, man hat hier zwar letztendlich nur 2 Streben hoch, eine hier hinten, eine hier und das auf beiden Seiten. Aber das sollte absolut kein Problem sein, auch wenn ihr mal irgendwie, ja, die Knifte mal umfällt oder sowas. Da kommen wir auch später bei dem Maverick 4 nochmal im Detail darauf zu sprechen, denn da finde ich das Ganze nicht ganz so gut umgesetzt. Also hier die Mount ist in Ordnung, auch das QD-System funktioniert wunderbar, lässt sich schön draufklemmen und auch wenn eure Picatinny mal ein kleines bisschen abweicht oder das Leuchtpunktvisier auf der Picatinny ein bisschen wackelt, könnt ihr das Ganze ebenfalls hier seitlich über die Schraube nochmal nachspannen. Bedeutet erstmal gucken, ganz normal draufsetzen, mal festklemmen, gucken, wie fest sitzt drauf und dann habe ich das Ganze vielleicht nochmal um 2 Umdrehungen letztendlich fester ziehen müssen, dass das Ganze wirklich bombenfest auf der Pic-Rail verankert war. Also auch hier schön einstellbar und sitzt hervorragend drauf. So, kommen wir zu den Türmen. Da muss man zunächst mal ansprechen, die Laserung ist sehr, sehr gut. Bedeutet auch, wenn wir von oben mal drauf schauen, wirklich sehr fein gelasert, die Skala wirklich hervorragend. Auch hier Seiteneinstellung könnt ihr hier vielleicht mal kurz erkennen. Also von der Laserung oder von der Markierung, von der Skala wirklich sehr fein gefertigt und auch die Klicks an sich sind schön definiert. Es könnte noch ein kleines bisschen definierter sein, denn ihr habt es vielleicht gerade schon gemerkt, wenn man mit ein bisschen zu viel Kraft vorgeht, dann verstellt man gerne mal 2 bis 3 Klicks. Aber man hört ein schönes, klares, lautes Klickgeräusch letztendlich. Also hier vom Einstellen her würde ich sagen, ja, auch das ist für den Preis in Ordnung. Aber auch nicht irgendwie besser wie jetzt bei anderen günstigen Herstellern, sage ich mal. So, hier möchte ich aber jetzt ebenfalls noch einen kleinen Punkt ansprechen bei den Türmen. Wie gesagt, Sie könnten erstmal vom Klick vielleicht oder vom Drehverhalten ein kleines bisschen straffer sitzen. Und was ihr vielleicht auch sehen könnt, es gibt hier leider keine Möglichkeit, die Türme irgendwie zu locken. Bedeutet, wenn das Ding mal irgendwo hängen bleibt oder entlang schraubt, dann könnte es gegebenenfalls passieren, dass sich das Ganze wieder verstellt. Denn wie gesagt, es gibt hier keine Möglichkeit, die Türme irgendwie zu sichern oder zu locken. Das finde ich ein ganz kleines bisschen schade. Dann würde ich sagen, dann schauen wir durch das Teil gleich mal durch. Ich habe euch wieder versucht, so gut wie es irgendwie mit der Kamera möglich ist, ein paar Aufnahmen zu machen von der Helligkeit. Und ich hatte auch ein kleines bisschen Glück, denn es war sehr, sehr sonnig draußen für die Jahreszeit. Es hat mal nicht geregnet und dementsprechend konnte man, glaube ich, alles sehr gut mit der Kamera einfangen. Also schauen wir durch das Ding mal durch. Wie vorhin im Lieferumfang oder bei den technischen Daten schon angesprochen, die Helligkeit ist einstellbar bis maximal Stufe 11. Bedeutet, Helligkeitsstufe 11 ist Maximum und ihr seht auch, das ist locker ausreichend, auch wenn die Sonne draußen mal ein bisschen runterknallt. Bedeutet auch im Hochsommer, wenn ihr zur Mittagszeit oder sag ich mal um 2 Uhr irgendwie spielt, die Sonne knallt runter, langt euch das von der Helligkeit vom Punkt locker aus. Was man aber auch dazu sagen muss, dass auf Stufe 11 der Punkt auch natürlich ein kleines bisschen überstrahlt. Bedeutet, ihr habt dann keinen Punkt mehr, sondern das Ganze wird eher ein kleines bisschen so ein Stern. Bedeutet, es strahlt einfach ein kleines bisschen nach außen hin raus. Meistens muss man aber sagen, zum Großteil ist aber Stufe 7 bis 8 meiner Meinung nach locker ausreichend. Und auch wenn es draußen mal ein kleines bisschen bewölkt ist, wie gesagt, Stufe 7, 8 und da ist auch der Punkt dann deutlich klarer. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, wenn man den Punkt mal an die Ränder hinfährt, bleibt dieser immer noch
ja, nicht zu 100% sauber, aber ihr habt kein Verzerren. Bedeutet, der Punkt wird jetzt nicht irgendwie stark in die Länge gezerrt oder sowas. Er wird nicht oval, sondern es bleibt einfach ein Punkt. Nur ein kleines bisschen mehr Strahlung an den Rändern vom Glas ist letztendlich wahrnehmbar. Aber das kann man im Airsoft meiner Meinung nach natürlich hinnehmen. Also hier von den Rändern wirklich gut. Punkt bleibt sauber, da können wir überhaupt nicht meckern. Was man aber natürlich allgemein bei diesen Optiken oder bei diesen Leuchtpunktvisieren immer ein bisschen hat, ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass euch natürlich aufgrund des Batteriefachs euch das Ganze doch ein kleines bisschen ja, Sicht nimmt. Bedeutet, ihr habt halt nur 22 mm Linsendurchmesser, dann das fette Batteriefach auf der Seite, das nimmt einfach ein kleines bisschen Sichtfeld, muss ich sagen. Ist aber, wie gesagt, ist bei allen diesen Nachbauten oder die so umgesetzt sind, ist bei jedem identisch. So, was man jetzt aber auch noch ansprechen muss, gerade bei diesem, was bei den folgenden dann ein bisschen besser ist, dass das gesamte Sichtfeld oder das Bild auch ein kleines bisschen abgedunkelt wird. Das kennt ihr zum Beispiel auch vom EOTech, von AIM-O, das dunkelt sogar noch ein bisschen stärker ab. Also hier, Bild wird ein bisschen abgedunkelt und auch meine ich, dass wir einen kleinen Blaufilter drin haben. Bedeutet, die gesamten Farben wirken einfach ein ganz kleines bisschen kälter. So, und jetzt versuche ich, was ich leider nicht ganz so gut einfangen konnte, was mir jetzt im Nachhinein aber noch aufgefallen ist, nachdem ich die Aufnahmen mir angeschaut habe. Man hat ebenfalls auf Stufe 11 bzw. ab Stufe 9 aufwärts, fängt es an, ein kleines bisschen zu reflektieren. Bedeutet, ihr nehmt dann in der Linse hinten, nehmt ihr so leichte rötliche Wolken ein kleines bisschen wahr. Bedeutet, der Punkt selbst wird nach hinten ein kleines bisschen reflektiert. Wie gesagt, es ist nichts großartig Störendes und je nach Helligkeit bisschen stärker, bisschen weniger stark. Das soll es mit dem ersten Leuchtpunktvisier schon gewesen sein. Lasst uns hier so ein kleines Fazit letztendlich rausziehen, was ich mir notiert hatte. Ich würde hier mal einen Pluspunkt geben. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich gut. Da können wir nicht meckern. Bedeutet, die Qualität der Laserung ist sauber. Die Verarbeitung vom Aluminium ist sauber. Auch das Gewinde vom Batteriefach. Diese Rändelung hier letztendlich, um dann quasi die Helligkeit einzustellen. Einwandfrei, läuft schön sauber, läuft schön straff, verstellt sich auch nicht. Auch die Türme sind in Ordnung, könnten noch ein ganz kleines bisschen straffer gehen vom Widerstand her. Aber ein schönes definiertes Klicken und lautes Klicken ist letztendlich wahrnehmbar. Also Verarbeitungsqualität würde ich sagen, wir haben mal einen Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt ist auch die Helligkeit bis Stufe 11 hochdrehbar und das langt euch eben auch bei starker Sonneneinstrahlung von draußen, langt euch das. Bedeutet genügend Helligkeit letztendlich vorhanden und ihr habt es auch gesehen, selbst wenn wir den Punkt ein bisschen an den Rand hinfahren letztendlich, auch dann habt ihr immer noch einen einigermaßen sauberen Punkt. Also hier muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das in Ordnung und der Punkt schmiert euch nicht irgendwie weg. Also das ist in Ordnung. Dementsprechend auch hier Helligkeit und das Randstrahlen, ja, würde ich mal einen Pluspunkt geben. Auch das Klicken, wie gesagt, ist definiert, schön laut, könnte ein kleines bisschen straffer vielleicht gehen, aber würde ich auch mal aufs Klicken oder aufs Einstellen letztendlich ebenfalls mal einen Pluspunkt geben. Und der letzte Pluspunkt ist dann natürlich auch der sehr hohe Einstellbereich pro Turm von 100 Winkelminuten. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Bedeutet auch, wenn ihr mal mit ein bisschen Überhopp spielt mit eurer Knifte, habt ihr ausreichend Weg zur Verfügung, den Punkt einfach zu ziehen oder auf euren Overhop einzustellen. Da kann es teilweise bei anderen, die weniger Einstellweg haben, kann es hier sogar schon zu Problemen kommen. Also hier gibt es, wie gesagt, Einstellbereich 100 Winkelminuten, ein Pluspunkt. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Leichte Reflexionen vom Punkt, je nach Helligkeit, ist wahrscheinlich in dem Preisbereich bei allen Leuchtpunktvisieren vorhanden. Konnte ich euch jetzt leider in der Kamera nicht so gut einfangen. Wenn ihr das Ganze oder wenn ihr den Leuchtpunkt bis Helligkeitsstufe 7, 8 oder maximal 9 betreibt, sind die Reflexionen nicht da oder so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Wenn ihr aber dann höher geht, Stufe 10 oder Maximum Stufe 11, dann seht ihr immer so leichte Reflexionen hinten drin. Also wie gesagt, hier einfach darauf achten, je heller, desto stärker nehmt ihr einfach eine Reflexion wahr. Gebe ich mal einen Neutralpunkt. Aber wie gesagt, das habt ihr in dem Preisbereich bei sehr, sehr vielen Leuchtpunktvisieren.
Der nächste kleine Neutralpunkt, das ist natürlich bauartbedingt so, das habt ihr ja bei fast allen, die so umgesetzt sind oder konstruiert sind, relativ wenig Sichtfeld, 22 mm Durchmesser und natürlich auch das relativ stark ausgeprägte Batteriefach hier auf der Seite. Nimmt euch also auch noch ein kleines bisschen Sicht und eben auch 22 mm. Wenn ihr, oder wie soll ich sagen, wenn ihr die Knifte in den Anschlag reinnehmt, braucht ihr einfach ein ganz kleines bisschen mehr Zeit, um einfach den Punkt zu finden, wenn ja die Linse ein kleines bisschen kleiner ist. Aber wie gesagt, das ist eben bauartbedingt, kann man nicht kritisieren, gebe ich mal einen Neutralpunkt. Noch ein kleiner Neutralpunkt, was ein kleines bisschen schade ist, was man auch für den Preis bei anderen Herstellern bekommt, dass man hier kein Solar drauf hat. Kennt ihr auch zum Beispiel diese, ach Gott, diese X-Force heißen die, glaube ich, oder es gibt ja mehrere, ist ja wurscht jetzt, die haben hier oben teilweise noch so ein kleines Solarpanel eingearbeitet und da braucht ihr zum Beispiel jetzt, wenn Kunstlicht da ist oder auch wenn draußen die Sonne scheint, müsst ihr nicht mal den Batteriebetrieb aktivieren, sondern da langt euch die Energie von dem kleinen Solar, von dieser Solarplatte da oben. Hier leider bei diesem nicht vorhanden. Ebenfalls ein kleines bisschen schade im Lieferumfang, gerade fürs Airsoft-Spielen, kein Killflash bzw. keine Sonnenblende dabei. Bedeutet klar, wenn euch da vorne einer reinschießt, dann ist das Ding natürlich im Eimer. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr da eventuell, wenn ihr so eins haben wollt, dass ihr hier eben mal einen Durchmesser euch rausmesst und dann bei AliExpress mal Killflash eingebt mit dem entsprechenden Durchmesser, dass ihr hier definitiv mal 2, 3 Killflashs auf Ersatz da habt. Also hier ein kleiner Neutralpunkt hätte man gegebenenfalls direkt noch mit reinpacken können. So, und ein kleiner Kritikpunkt jetzt, was mich ein bisschen stört, habe ich euch gesagt, die Türme vom Einstellen, das ist in Ordnung, aber ich kann die Türme halt nicht locken, ne? Also es sind jetzt auch keine Schutzkappen, sondern die liegen halt wirklich frei. Bedeutet, ja, wenn man mal irgendwo ranschraubt oder hängen bleibt, dann kann es einfach passieren, wenn es ganz blöd läuft. Wie gesagt, jetzt nichts wirklich stark Gravierendes, aber es kann schon der Fall kommen, wenn man irgendwie mal an der Pouch hängen bleibt, dass man das Ding halt einfach dann verstellt. Also hier wäre es schon schön gewesen, wenn man die Türme irgendwie hätte noch locken können. Das ist hier leider nicht der Fall. Dementsprechend zusammengefasst vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, ja, ist gut, sticht aber nicht heraus im Vergleich zu anderen Leuchtpunktvisieren mit dieser Bauart und in diesem Preissegment. Lasst uns gleich weitermachen mit dem Maverick 3, bedeutet eine Generation weiter, wie gerade bei der Gen 2, mit ein paar kleinen, aber feinen Unterschieden. Der Maverick 3 hat die interne oder hat die Artikelnummer SCRD-38 und bekommt ihr entweder in schwarz, so wie es ich jetzt fürs Video einmal bekommen habe, oder aber auch in FDE. Und auch hier, wie vorhin schon angesprochen, auch hier empfehle ich euch, vergleicht die Shops ein kleines bisschen, denn hier liegt auch der Preis in Deutschland exakt identisch wie aktuell bei AliExpress. Bedeutet bei Ali 100 € und bei vectoroptics.de ebenfalls 100 € versandkostenfrei. Also wie gesagt, wenn jetzt das Zeug bei Ali nicht irgendwie stark reduziert ist und ihr das Ding auf einmal für 80 € bekommt, dann könnt ihr genauso direkt in Deutschland für 100 € ebenfalls kaufen. So, sprechen wir auch hier ganz kurz den Lieferumfang durch. Zunächst mal vom Grundaufbau natürlich exakt 1:1 identisch wie die Gen 2, bedeutet ebenfalls wieder Linsendurchmesser 22 mm, ohne Vergrößerung das Ganze und dementsprechend auch vom Aufbau her oder vom Grundaufbau her nahezu oder eigentlich exakt identisch. Ein kleiner feiner Unterschied ist die Montage, die hier enthalten ist im Lieferumfang, die High Mount. Da waren wir jetzt bei der Generation 2, waren wir bei einer Visierlinie oder Visierhöhe ab Picatinny bei 38 mm. Die Montage vom Maverick 3 liegt hier bei 41 mm, bedeutet nochmal 3 mm höher. Und das ist gerade für Airsoftler, die vielleicht mit Helm spielen und noch Headset dran haben, ist es ein bisschen angenehmer, ja, wenn die Visierlinie einfach ein bisschen höher ist. Dementsprechend liegen wir eben hier jetzt bereits bei 41 mm. Das ist schon mal in Ordnung. 45, 46 wäre noch ein bisschen besser, aber man kann nicht alles haben. Auch diese Montage ist in Ordnung. Aluminium, letztendlich QD, wie man es kennt. Also nichts Besonderes, ganz normales QD-System, funktioniert tadellos und lässt sich dann eben hier über diese Schraube hier auf die entsprechende Picatinny eben einstellen. Bedeutet auch, wenn ihr jetzt irgendeine Knifte habt oder eine Airsoft habt, die eben nicht Standard Picatinny Maß habt, sondern vielleicht ein bisschen daneben liegt, dann klemmt ihr das Ding einfach einmal drauf. Bedeutet hier ganz normal nach hinten ziehen, aufmachen, draufklemmen, zumachen
Und wenn ihr dann ein bisschen Spiel habt auf der Pick-Rail, dann schraubt ihr einfach hier das Ganze mit dem beiliegenden Schlüssel, die Schraube, einfach fest. Und darüber könnt ihr das eben einstellen bzw. klemmen. So, der Lieferumfang ist nahezu identisch, bedeutet auch hier hat man wieder diese Gummiabdeckung dabei letztendlich. Dann ebenfalls wieder die Low Mount, wer es braucht, ja, ist enthalten. Habe ich, wie gesagt, noch nie benötigt irgendwie. Dann ein bisschen Werkzeug. Hier ist eben auch der kleine Schlüssel dabei für die Mutter, was ihr gerade gesehen habt. Nochmal kleine Schrauben. Für die Low Mount ist nochmal dabei. Ganz normales Mikrofasertuch zum Reinigen. Wieder der Charteur letztendlich. 12% Rabatt bei der nächsten Bestellung. Kleine Anleitung ist noch dabei. Und jetzt da der Punkt, was wir gerade bei der Generation 2 angesprochen haben. Bei Maverick 3 ist ebenfalls ein Killflash enthalten. Und das finde ich gerade im Airsoft-Bereich sehr wichtig. Denn wie gesagt, wenn euch da vorne einer reinschießt und ihr habt keinen Schutz davor, ja, irgendwie eine PA-Scheibe oder sowas oder eben ein Killflash, dann ist die Optik kaputt, beziehungsweise das Leuchtpunktvisier. Dementsprechend hier jetzt beim Maverick 3 bereits ein Killflash enthalten. Und ja, er kann im Sichtfeld ein bisschen stören, denn natürlich, wir haben keine Vergrößerung, bedeutet, wir nehmen das Wapenmuster voll wahr, kann ein bisschen stören, aber wer seine Optik lieb hat und schützen möchte, sollte ihn verwenden. Denn wie gesagt, wenn die Kugel einschlägt, ja, dann ist der Killflash kaputt, aber zum größten Teil aber nicht die Optik. Bedeutet, ihr braucht letztendlich einfach nur einen neuen Killflash auf Ersatz. So, das war der Lieferumfang von den technischen Daten, auch nahezu identisch wie die Gen 2. Bedeutet auch hier die Gesamtlänge ohne verbauten Killflash 76 mm, die Gesamtbreite inklusive Batteriefach sind wir bei 46 mm und das Gewicht ebenfalls nahezu identisch 188 Gramm. Visierhöhe, wie schon angesprochen, 41 mm, keine Vergrößerung, 22 mm Linse. Punktgröße ebenfalls gleich geblieben, 3 Winkelminuten, 11 Stufen von der Helligkeit zum Einstellen. Batterie ganz normal hier seitlich, Batteriefach auch wieder CR2032, leider nicht enthalten. Und hier kann ich euch jetzt vielleicht schon mal ansprechen, das fand ich jetzt beim Gen 2 fast sogar ein bisschen besser, das Batteriefach, denn ihr habt jetzt beim 3er letztendlich, wie soll ich sagen, diese Rändelung von der Abdeckung ist sehr dünn, wenn ihr das sehen könnt. Da konnte man beim Gen 2, einfach mit dem Sandstück oder mit diesem Kunststofftool, was dabei war im Lieferumfang, konnten wir einfach hergehen, zack, aufschrauben. Hier, wenn das gescheit zugenäht ist, muss man jedes Mal die Helligkeitseinstellung festhalten mit dem Daumen und dann schauen, dass man das so gut wie möglich einmal aufschraubt. Und wie gesagt, hier ein bisschen vom Haltepunkt ein kleines bisschen dünn gewählt. Aber wie gesagt, vom Aufbau her exakt identisch. 2032 Knopfzelle, nicht im Lieferumfang enthalten. So, von der Einstellung her haben wir auch wieder, ein Klick ist ein MOA, aber der maximale Einstellbereich liegt jetzt hier nur noch bei 60 Winkelminuten oder bei 60 MOA. Wenn der gerade in Gen 2 euch angeschaut hat, da konnte man 100 MOA einstellen. Jetzt hier leider bei Maverick 3 nur noch 60 MOA, aber auch das ist noch ausreichend und ein Klick, wie gesagt, ist dann letztendlich eine Winkelminute. Auch IPX4 geschützt das Ganze, bedeutet nicht wasserdicht, bedeutet ja geschützt gegen Regen, gegen Nebel, gegen Spritzwasser, aber auf keinen Fall irgendwie unter Wasser tauchen, denn eben nur IPX4. Die Stoßfestigkeit wird auch wieder angegeben, 308er, 12GA und 223 Remington halt. Ob ihr so eine Optik auf einer 308er verbauen wollt, naja gut, das ist euch überlassen. So, eine kleine Besonderheit, und das könnt ihr vielleicht im Video jetzt noch gar nicht erkennen, aber was ich sehr, sehr geil finde bei diesem Dreier, ihr habt jetzt nicht nur ein ganz normales Aluminiumgehäuse außenrum, sondern das ganze Leuchtpunktvisier bzw. das gesamte Gehäuse ist letztendlich im In-Mold-Verfahren mit einem Gummi überzogen. Das ist so eine Kombination aus PVC und ganz normalen NBR-Gummi und dadurch habt ihr hier außenrum ja einen richtig geilen Gummiüberzug und es fühlt sich einfach mega geil an. Bedeutet hier komplett außenrum, ja, direkt mit Gummi, also ist nicht falsch verstehen, es ist nicht einfach drüber gestülpt, dass ihr jetzt den Gummiüberzug da irgendwie runternehmen könnt, sondern es ist einfach direkt in eine Form quasi reingelegt worden, das Aluminiumgehäuse, und dann ist der Gummi außen rumgespritzt worden. Und dadurch habt ihr halt einen richtig schönen Gummiüberzug und es fühlt sich einfach von der Haptik,
fühlt sich das Ding richtig, richtig geil an, muss ich sagen. Also hier eine kleine Besonderheit vielleicht, einmal dieser Gummiüberzug. Dann lasst uns auch bei diesem kurz ein bisschen ins Detail gehen. Wie gerade schon angesprochen, ein kleines Highlight für mich zumindest ist eben dieser Gummiüberzug. Schöne Haptik, fühlt sich geil an irgendwie. Er bekommt keine Macken, keine Schrammereien. Auch wenn da mal beschossen wird mit BBs oder so. Ihr habt eben keine, ja, nicht so schnell Macken und Kratzer oder sowas drin. Also das finde ich sehr geil umgesetzt. Auch hier eben, ja, dieser Gummiüberzug und auch so von der Qualität kann man überhaupt nicht maulen. Bedeutet auch, das Aluminium ist gut gefertigt. Keine scharfen Kanten irgendwie dran. Auch vorne schön eingearbeitet letztendlich die Linse, kein Kleber irgendwie sichtbar, auch vom Einstellrad, von der Helligkeit her schön stramm das Ganze, also nicht zu schwammig, nicht zu leichtgängig, nur eben hier das Batteriefach, das habe ich euch gerade schon angesprochen, das ist ein bisschen zum Aufschrauben halt ein bisschen, ja, muss man ein bisschen dagegen halten, damit man nicht Helligkeit einstellt letztendlich. So, also das ist in Ordnung, da können wir nicht meckern. Jetzt aber wieder einen kleinen Punkt, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Einstelltürme. Und ihr seht, hier ist der Dreier ein bisschen anders vom Aufbau, wo ich jetzt beim Zweier gerade schon angesprochen habe, ja, sind nicht zum Locken, könnten sich verstellen. Jetzt hat man beim Dreier eben diese Schutzabdeckungen drauf. Diese sind aber ja, leider sehr nervig zu lösen. Bedeutet, ihr habt zwar hier oben beim Gummi und auch hier seitlich, habt ihr bei dem Gummimaterial hier so eine Aussparung drin. Man kommt aber, daher die Dinger so klein sind, kommt man da trotzdem relativ bescheiden ran, irgendwie umzudrehen. Wenn ihr es dann mal irgendwann angelöst habt, die Schutzkappe, wie gesagt, das geht echt relativ schlecht, muss ich sagen, dann könnt ihr mit dem Fingernagel hier seitlich an die Kante hin und könnt es dann, wenn ihr Fingernägel habt, könnt ihr es dann versuchen, hier rüber aufzuschrauben. Also das finde ich leider auch nicht ganz perfekt umgesetzt. Das, ja, wie gesagt, die hätten ein bisschen leichter zu lösen gehen können. So, den oberen habe ich jetzt mal runterbekommen. Wie gesagt, hier jetzt einmal die Schutzabdeckung einmal abschrauben. Warum sie da überhaupt hier diesen Gummi noch hinten hingemacht haben, keine Ahnung. Hätten sie meiner Meinung nach auch direkt weglassen können. Also quasi bei den Türmen nochmal diese Gummierhöhung. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach das Skalpell nehmen oder das Teppichmesser und könnt den Gummi hier einfach einmal cutten, damit ihr hier schöner die Abdeckung runterschrauben könnt. So, und wenn ihr dann die Schutzkappe einmal gelöst habt, entweder Höheneinstellung oder Seiteneinstellung, dann nehmt ihr eben die gesamte Kappe wieder her, setzt diese hier oben ein, seht ihr, ist ein ganz normaler Schlitz. Ihr könnt noch einen Schraubendreher nehmen, aber ihr habt eben in der Kappe direkt einen Schlitz vorhanden, setzt das Ganze einmal ein und könnt dann überdrehen, das Ganze ebenfalls wieder über schöne definierte Klicks einstellen. Und diese laufen jetzt ein bisschen straffer wie noch bei der Gen 2. Bedeutet, hier war es mir jetzt nicht, oder es ist nicht passiert, dass ich aus Versehen irgendwie mal 2, 3 Klicks irgendwie verstellt habe, sondern immer schön definiert, egal in welche Richtung, immer nur einen Klick. Bedeutet, hier geht das Ganze etwas straffer und wird einfach ein bisschen schöner gelockt, finde ich, wie bei der Generation 2. Der Einstellbereich, wie vorhin schon angesprochen, bei den technischen Daten, 60 MOA Max bedeutet, wenn ihr auch hier mal die Einstellung verliert oder nicht mehr wisst, wo ihr seid, dreht das Ganze auf Anschlag runterwärts, zum Beispiel hier oben, und dreht dann wieder 30 Klicks zurück, dann seid ihr genau wieder in der Mitte. Aber aufpassen, ihr könnt jetzt die Schraube zum Einstellen, entweder links oder rechts, wird aber in der Höhe nicht mehr gelockt. Bedeutet, wenn ihr sie reinschraubt, also rechts rum letztendlich, dann kommt ihr irgendwann unten gegen einen Anschlag und könnt dementsprechend wieder 30 Klicks zurück. Wenn ihr das Ganze aber in die andere Richtung dreht, also gegen den Uhrzeigersinn, dann kommt sie nicht zu einem Anschlag. Bedeutet, selbst wenn ihr die 60 Klicks überwunden habt, könnt ihr das als weiter drehen und schraubt die Schraube als weiter raus. Hier ändert sich aber der Einstellbereich nicht mehr. Bedeutet, ab 60 Klicks ändert sich rein vom Punkt oder von der Ausrichtung ändert sich dann nichts mehr. Ihr könnt aber als weiterschrauben. Also wie gesagt, wenn ihr es nullen wollt oder wenn ihr es wieder zurücksetzen wollt, komplett reinschrauben und dann wieder 30 Klicks zurückschrauben. Genauso letztendlich einmal auf dieser Seite.
Also hier, wie gesagt, das mit den Abdeckungen finde ich schon mal in Ordnung, dass das halt sich nicht von allein irgendwie verstellen kann oder dass man eben nicht dran hängen bleiben kann. Aber ja, die Abdeckung zu lösen ist ein bisschen, ja, leider auch nicht ganz so geil umgesetzt. Wie gesagt, ich würde mir einfach, wen es nicht interessiert, ich würde mir einfach den Gummilappen da hinten einfach wegschneiden. Genauso letztendlich, ja, hier und auch einmal hier vorne dran, damit man hier einfach schöner rankommt, um die Abdeckung lösen zu können. So, dann habe ich euch natürlich auch ein paar Aufnahmen mit dem Maverick 3 gemacht. Schauen wir uns auch diese einmal an. Wie gesagt, Sonne schön geschienen draußen, tolles Wetter gewesen. Und auch hier langt euch natürlich die Helligkeit Stufe 11 locker aus. Im Regelfall würde ich auch hier wieder sagen, Stufe 7, 8 oder 9, sage ich mal zu 80%, 90% locker ausreichend. Dann überstrahlt der Punkt auch nicht. Auf Stufe 11 halt nur, wenn wirklich die Sonne runterknallt irgendwie im Hochsommer. Dann ja, Stufe 11 ausreichend, aber natürlich auch dann ja, wird der Punkt ein kleines bisschen überstrahlt. Bedeutet auch dann habt ihr keinen runden Punkt mehr, sondern eher halt einen Stern. Aber wie gesagt, gerade schon angesprochen, bei der Generation 2 ist letztendlich hier bei der Generation 3 exakt 1:1 identisch. Ein Unterschied vom Sichtfeld finde ich ein bisschen angenehmer. Ja, nur 22 mm Linsendurchmesser, aber ihr seht jetzt hier, die LED ist nicht auf 135 Grad verbaut, sondern auf 180 Grad. Bedeutet, die LED ist unten drin verbaut und nimmt euch dementsprechend nicht ganz so viel Sicht, beziehungsweise ist nicht so störend im Sichtfeld selbst. Also hier ein bisschen besser finde ich, 180 Grad LED unten drin verbaut. Wenn wir dann den Punkt mal an die Ränder hinfahren, dann muss man auch hier wieder sagen, dass es wirklich schön ist oder gut ist für den Preis. Bedeutet auch hier im Vergleich zu anderen Herstellern wird der Punkt an den Rändern absolut nicht irgendwie stark in die Länge gezogen, irgendwie stark verzerrt oder fängt sofort zum Reflektieren an. Das ist hier nicht der Fall. Aber auch hier versuche ich euch jetzt mal irgendwie anders darzustellen oder zu zeigen. Auch hier habt ihr eben je nach Helligkeitseinstellung wieder diese leichte Reflexion drin. Und jetzt halte ich einfach mal meine Hand davor und ihr könnt einfach sehen, je heller ihr einfach mit dem Punkt geht, desto stärker nehmt ihr einfach diese leichte Reflexion wahr. Und wie gesagt, spielt ihr bloß auf Stufe 8 oder ja, Stufe 7 oder 8, nehmt ihr diese Reflexion nicht wahr. Kommt natürlich immer darauf an, wie auch das Umgebungslicht ist. Aber wie gesagt, auf Stufe 11, wenn ihr irgendwo Indoor spielt und das Ding auf 11 hochknallt, dann könnt ihr eine relativ ausgeprägte Reflexion einmal wahrnehmen. Wie gesagt, ich versuche euch das Ganze jetzt hier irgendwie im Bild ein bisschen einzufangen. Dann hat man jetzt hier zwar an der Seite das Batteriefach ein kleines bisschen nach innen reingezogen, aber dennoch nimmt es euch natürlich auf der rechten Seite ein kleines bisschen Sichtfeld weg. Da müsst ihr euch eben entscheiden, ob ihr überhaupt so eine Art Aufbau bevorzugt oder ob ihr dann nicht auf was ganz anderes geht, wie gut, wenn ihr viel Geld ausgeben wollt, halt auf einen Holosun oder sowas oder auch so ein LCO oder so ein UH1 oder ein EO. Die haben einfach ein bisschen ein größeres Sichtfeld innen drin. Ihr findet einfach eure Zentrierung oder euer Absehen findet ihr einfach ein kleines bisschen schneller, da eben auch die Linse oder die Linsengröße eben größer ist wie 22 mm. Also hier baut eben das Batteriefach ebenfalls ein kleines bisschen auf. Und was ihr vielleicht auch sehen könnt, auch die Generation 3 dunkelt immer noch minimalst ein bisschen ab. Ist zwar nicht, was heißt schlimm, nicht so stark wie bei der Generation 2. Bedeutet, Helligkeit bleibt erhalten, aber auch hier wieder dieser ganz leichte Blaufilter, wie bei der Gen 2 auch. Würde ich also, eigentlich vom Bild her oder von den Farben, würde ich das Ganze eigentlich miteinander vergleichen. Nur eben dunkelt das Ganze eben nicht so stark ab wie die Generation 2. Also hier rein vom Sichtfeld, von der Helligkeit, vom Punkt selbst, von den Rändern her würde ich erstmal nichts schimpfen. Das ist vollkommen in Ordnung oder teilweise sogar gut, würde ich sagen. Jetzt ist mir aber noch ein Punkt aufgefallen, den ich euch jetzt leider mit der Kamera nicht einfangen konnte. Und ich versuche euch das mal ein bisschen zu erklären. Und wenn da irgendjemand eine Ahnung hat, wie das Ganze zustande kommen könnte, dann gerne mal Kommentarfeld nutzen, denn ich bin natürlich auch kein Profi, was Optiken angeht. So, ein Punkt. Ich hatte die Optiken zunächst mal indoor mir angeschaut, bedeutet ganz normale Raumbeleuchtung und habe dann zum Beispiel hinten mal auf dem Schreibtisch auf eine Wasserflasche gezielt. So, und hier ist mir bei dem Maverick 3 irgendwie eine Unstimmigkeit oder ein unstimmiges Bild aufgefallen, was Linien betrifft. Bedeutet, wenn man dann zum Beispiel mal auf eine Wasserflasche gezielt hat und hat die Kante von der Flasche verfolgt, dann fing die Wasserflasche oben ganz normal von der Linie kerzengerade an.
Dann kam eben ja, die Linse, dann ging die Flasche oder die Kante nach innen rein, war also leicht versetzt und dann, sobald ich wieder unten rausgeschaut habe aus der Linse, war die Kante wieder gerade wie oben. Dementsprechend kann ich es euch nicht zu 100% genau sagen, aber für mich hat das Ganze ein bisschen so den Eindruck gemacht, dass man hier, ja, wie gesagt, dass man dennoch irgendwie eine ganz leichte Vergrößerung oder sowas hat. Bedeutet so 1.1 oder sowas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man durchgeschaut hat, das Bild war einfach mit beiden Augen offen, war ein bisschen unstimmig. Es hat irgendwie von den Kanten nicht irgendwie alles so 100% übereingepasst. Und wie das Ganze zustande kommt, wie gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich damit echt null aus. Aber ich meine, dass es hier entweder irgendwie zu einer leichten Verzerrung des Bildes kommt oder eben zu einer ganz leichten Vergrößerung. Wie gesagt, vielleicht minimal 1.1-fach oder sowas. Auf jeden Fall mit beiden Augen offen durchgeschaut und die Kanten, auch Türrahmen oder sowas, war einfach keine durchgängige Linie mehr. Man hatte also immer von der Kante im Absehen oder im Sichtfeld vom Rotpunkt immer einen kleinen Versatz drin. So minimalst. Und das hat mich ein ganz kleines bisschen gestört, muss ich sagen. So, dementsprechend machen wir abschließend auch noch ein kleines Fazit jetzt zu diesem Maverick 3. Fangen wir auch erstmal wieder bei den Pluspunkten an. Zunächst mal, auch hier muss ich sagen, die Verarbeitungsqualität ist wirklich sehr gut, da kann man gar nicht meckern. Bedeutet die Mount vom Aluminium her nirgendwo irgendwie Kleber oder irgendwie billig gefertigt. Das ist vollkommen in Ordnung. Also Qualität, Verarbeitung, ja, gebe ich einen Pluspunkt. Und auch die Haptik mit diesem Gummiüberzug ist einfach richtig geil. Wie gesagt, so ein schöner PVC- oder NBR-Überzug. Ihr bekommt keine Macken rein, auch wenn da mal jemand drauf schießt oder so BB einschlägt. Das finde ich geil irgendwie. Dementsprechend auch hier ein Pluspunkt. Dann auch wieder ein Pluspunkt auf die sehr gute Helligkeit und ja, vom Randstrahlen oder Randschärfe bedeutet, wenn ihr den ganzen Punkt an die Ränder hinfahrt, ihr wird jetzt nicht ewig lang in die Länge gezogen, ihr schmiert euch nicht komplett weg und die Helligkeit eben auch für den Sommer, wenn die Sonne runterknallt, eben locker ausreichend. Also hier Helligkeit und Verhalten vom Punkt, Randleuchten oder ja, Randschärfe würde ich ebenfalls einen Pluspunkt mal geben. Bezeichnet man das als Randschärfe bei einem Leuchtpunkt? Weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall an den Rändern bleibt der Punkt einfach noch angenehm und schmiert euch nicht weg. Der nächste Pluspunkt, auch die Montagehöhe bzw. Visierhöhe, finde ich jetzt hier mit 41 mm etwas angenehmer, wie zum Beispiel bei der Generation 2 mit 38 mm, könnte sogar noch mal ein bisschen höher sein, minimals, aber hier auf jeden Fall schon mal besser und ist auch vergleichbar zu anderen Leuchtpunktvisieren oder auch Holos. Bedeutet auch bei einem EO oder bei dem UH1, da liegt er auch ungefähr immer so bei, ich weiß es nicht auswendig, aber immer so irgendwie 40, 45 mm ungefähr. Picatinny zum Mittelpunkt letztendlich. So, und der letzte Pluspunkt beim Dreier ist ebenfalls der enthaltene Killflash. Wie gesagt, wenn mal eine Kugel einschlägt vorne, ja, dann ist natürlich der Killflash oder die Sonnenblende, der Wabenfilter letztendlich im Eimer, aber nicht direkt gleich euer ganzes Leuchtpunktvisier. Dementsprechend hier Killflash im Lieferumfang würde ich ebenfalls im Airsoft als wichtig bezeichnen und einen Pluspunkt dafür geben. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Auch hier, wie gesagt, je nach Einstellung der Helligkeit und der äußeren Lichtbedingungen nehmt ihr eine kleine Reflexion wahr. Wie gesagt, ich glaube, ich konnte es euch relativ gut darstellen in den Aufnahmen. Wenn ihr es nicht übertreibt von der Helligkeit und die Helligkeit eben auf eure Umgebung einstellt, dann ist das absolut kein Problem. Wenn ihr es halt übertreibt und, sage ich mal, wenn es draußen bewölkt ist oder ihr in einem Waldstück spielt und ihr knallt das Ding auf Stufe 11 hoch, dann nehmt ihr halt so eine kleine Reflexion leider wahr. Ist jetzt nicht ganz gravierend, aber natürlich auch nicht ganz perfekt, würde ich aber für den Preis sagen, ist das noch in Ordnung. Der nächste Neutralpunkt, natürlich auch hier wieder bauartbedingt, wie bei der Generation 2 auch, 22 mm Linse und das Gehäuse auch dementsprechend ein bisschen bollig oder ein bisschen klobig letztendlich. Aber wie gesagt, das haben ja letztendlich alle in dieser Bauart. Dementsprechend nur ein kleiner Neutralpunkt und auch hier natürlich keine Solarfunktion. Gebe ich ebenfalls einen Neutralpunkt. Ich finde es einfach geil, zum Beispiel, ich habe ja diese X-Force-Dinger da, so ein Solarpanel oben drin. Ja, da braucht ihr nicht mal irgendwie einen Batteriebetrieb einschalten, sondern das funktioniert einfach nur über diese Solarplatte da oben drin. Hat jetzt leider dieses Modell nicht.
So, und jetzt muss ich leider noch 2 Kritikpunkte geben, was ich jetzt ja so eigentlich nicht gedacht hätte. Ein kleiner Kritikpunkt, die Schutzkappen von den Türmen lassen sich total bescheiden abschrauben. Also das geht mehr schlecht als recht, wenn die wirklich gut zusitzen. Ihr seht, da plagt man sich unheimlich. Der Gummi hier ist ein bisschen im Weg. Oh, dann könnt ihr so ein stücklesweise drehen. Also sehr unangenehm. Hätten sie den Gummilappen einfach weggelassen da neben den Schutzkappen, dann hätte man die auch sauber wegschrauben können. Finde ich nicht ganz gut umgesetzt. Wie gesagt, kommt man relativ bescheiden ran. Und eben der letzte Kritikpunkt oder der zweite, das ist eben das etwas unstimmige Bild. Und wie gesagt, wie das zustande kommt, ich weiß es nicht. Wer da sich auskennt, gerne mal Kommentarfeld unten reinposten, damit auch ich dazu lernen kann. Aber wenn man eben mit beiden Augen offen ganz normal den Rotpunkt genutzt hat oder das Leuchtpunktvisier, dann empfand ich das Bild im Sichtfeld einfach als ja, ein bisschen unstimmig. Bedeutet, die ganzen Kanten haben einfach nicht mehr sauber übereingepasst. Hat mich ein bisschen crazy gemacht letztendlich. Also kann ich mir auch nicht erklären, entweder wird das Bild leicht verzerrt oder vielleicht sogar leicht vergrößert, minimalst, auf jeden Fall nicht ganz stimmig. Dementsprechend zusammengefasst, ja, es macht einiges besser wie die Generation 2, aber leider auch einige Punkte oder ein paar Punkte leider auch schlechter wie die zweite Generation. Gut, Leute, dann lasst uns ebenfalls den letzten Maverick anschauen. Und das ist jetzt die neueste Version, Generation 4, also Maverick 4 1x20 Mini mit der Nummer SCRD-61 und ist ebenfalls wieder in Schwarz oder in FDE erhältlich, das Ganze. So, wie gesagt, der neueste nennt sich Mini. Ihr seht es aber, oder ihr habt es gerade schon gehört, hier jetzt die Linse nochmal ein kleines bisschen kleiner, anstatt 22 mm eben nur noch 20 mm. Auch diesen werden wir uns eben ganz kurz noch anschauen. So, ihr seht zunächst mal, der weicht natürlich zu den anderen beiden doch relativ stark ab, ist auch deutlich leichter, aber zunächst mal vom Lieferumfang, ihr habt jetzt hier diese Flip-Up-Caps letztendlich dabei. Im Lieferumfang könnt ihr auch nach unten drehen, natürlich, wenn sie euch auf den Zeiger gehen irgendwie. Oder ihr macht sie einfach ganz weg. Bedeutet einfach mit ein bisschen Schmackes einfach abziehen, die beiden Flip-Up-Covers. Könnt ihr natürlich nach dem Spiel oder je nachdem entweder drauf lassen oder eben komplett entfernen. Was ihr ebenfalls seht im Lieferumfang beim Vierer, auch wieder Killflash mit dabei. Wer jetzt scharf schießt und der Wabenfilter eventuell störend ist, könnt ihr auch diesen ganz einfach wegschrauben. Bedeutet auch hier letztendlich mit Killflash. Hier möchte ich aber direkt gleich im Lieferumfang ansprechen. Der Killflash hat vielleicht 2 Gewindegänge und wird auch nicht fest aufgeschraubt irgendwie. Bedeutet, ganz vorsichtig ansetzen, dann schrauben, dann geht er auch drauf, aber ihr könnt ihn letztendlich bis in die Unendlichkeit schrauben. Also der wird irgendwie nie fest, keine Ahnung, und hat dementsprechend immer minimal ein bisschen Spiel da vorne. Also entweder habe ich das Gewinde schon demoliert oder man kann den wirklich standardmäßig nicht wirklich festziehen bzw. festschrauben. Ist eventuell auch gewollt, um das Feingewinde eben nicht zu beschädigen. Dann auch wieder wie bei den anderen, die Low Mount ist dabei, wenn ihr ein bisschen tiefer wollt von der Visierlinie. Auch wieder dieser Charteur da, Rabattcode letztendlich. Inbusschlüssel ist dabei, Mikrofasertuch ist dabei, bisschen Werkzeug nochmal dabei und ebenfalls eine kurze Gebrauchs- und Bedienungsanleitung ist dabei. So, das soll schon gewesen sein mit dem Lieferumfang. Jetzt lasst uns direkt gleich mal die technischen Daten durchsprechen, denn der weicht eben ein kleines bisschen zu den anderen ab. Hier haben wir jetzt eben nur noch eine Gesamtlänge ohne Killflash, ohne Flip-Ups von 67 mm, also deutlich kompakter von der Länge her. Die Breite ist mit dem Einstellturm oder mit der Abdeckung hinten gleich mit 41 mm, aber das Gesamtgewicht beträgt gerade einmal 140 Gramm. Bedeutet, das Ding wiegt so gut wie gar nichts. Sind sogar manch kleine RMRs aus Zinkguss, sind da teilweise genauso schwer wie dieses T2 oder wie dieser Maverick letztendlich. Also sehr, sehr leicht, 140 Gramm.
Die Visierlinie oder Visierhöhe ist identisch zum Dreier, bedeutet ebenfalls Unterkante Pikatine bis zum Mittelpunkt 41 mm. Das müsst ihr später wieder beachten, wenn ihr einen Magnifier nutzen möchtet, spreche ich dann aber an. Vergrößerung natürlich keine vorhanden und die Linse, wie gerade schon angesprochen, eben keine 22 mm, sondern nur 20 mm. Also nochmal ein ganz kleines bisschen weniger Sichtfeld. Der Punkt ist dann mit 3 Winkelminuten exakt gleich groß. Die Beleuchtung jetzt keine 11 Stufen, sondern nur 10 Stufen, aber ist letztendlich genauso hell wie die anderen beiden, lässt sich jetzt aber hier von oben einstellen. Bedeutet, ihr habt jetzt hier seitlich nicht mehr das große Batteriefach dran, wo ihr drehen könnt zum Helligkeit einstellen, sondern das Ganze wird jetzt hier oben letztendlich mit dem Finger eingestellt über Druckknöpfe. Finde ich ein bisschen angenehmer wie hier seitlich und dadurch baut es auch, baut das Batteriefach eben seitlich auch nicht so weit einmal raus. Also 10 Helligkeitsstufen, Batterie ist dann seitlich identisch. Hier einmal drin, CR2032, ganz normal, einmal wegschrauben. Ist sogar jetzt zwar immer noch ein bisschen dünn von der Abdeckung her, es lässt sich aber deutlich schöner greifen, da die Rändelung ein bisschen versetzt ist. Bedeutet, ihr habt hier einfach ein bisschen mehr Grifffläche, wie zum Beispiel beim Generation 3 oder beim Maverick 3 letztendlich. So, einstellbar, der gesamte Bereich nochmal ein bisschen kleiner geworden. Bedeutet, wir hatten bei der Generation 2 hatten wir einen maximalen Einstellweg von 100 Winkelminuten. Beim Gen 3 waren wir dann noch bei 60 Winkelminuten. Und die Generation 4 lässt sich nur noch auf 45 Winkelminuten maximal einstellen vom Einstellweg her. Bedeutet, einmal bis Anschlag rein, dann circa 22 Klicks zurück, dann seid ihr wieder in der Mitte. Also hier eben, wenn ihr mit Überhop spielt oder Overhop, dann könnte das schon ein bisschen kritisch werden. Dann wird euch der Einstellbereich vermutlich nicht mehr auslangen. Aber wie gesagt, spielt ihr ganz normal mit dem Drop hinten, ohne Überhop, dann langt's noch. Aber hier eben immer ein kleines bisschen beachten, maximaler Einstellweg. Die Einstellung ist wieder Standard, ein Klick ist letztendlich eine Winkelminute. Eine weitere Besonderheit, ihr seht auch, die 4er-Version hat letztendlich diesen Gummiüberzug einmal drin oder übermoldet letztendlich, ist aber im Vergleich zu den anderen beiden ebenfalls kurzzeitig wasserdicht. Bedeutet hier nicht IPX4, sondern IP67. Bedeutet nicht nur gegen Spritzwasser, Nebel oder sowas geschützt, sondern auch wenn ihr das Ding mal ganz kurz ins Wasser reinschmeißt und wirklich untertaucht, ist das Ganze eben dafür zertifiziert und ausgelegt. Also hier rein, was das Wasser betrifft, ein bisschen resistenter. So, dann eben auch stoßfest wird genauso angegeben, 308er, 12GA, 223, Gummiüberzug NBR, so eine Mischung aus NBR und PVC und der Preis liegt hier letztendlich bei 112 €. Aktuell bedeutet, wo ich eben gestern geschaut habe bei Ali, war schon das Ganze im Rabatt. Regulärpreis waren 140 €, aktuell im Rabatt für 112 €. Und leider habe ich diesen bei vectoroptics.de noch nicht finden können. Ich gehe aber stark davon aus, dass auch dieser in naher Zukunft in Deutschland direkt verfügbar sein wird. Und dann würde ich auch euch wieder empfehlen, einfach Preise zu vergleichen. Und da, wo es einfach am günstigsten ist, da bestellt dann halt einfach. Dann lasst uns den Vierer auch noch kurz im Detail ein bisschen durchsprechen und ihr könnt euch natürlich denken, dass wir hier das gleiche Thema haben letztendlich wie beim Dreier. Bedeutet, auch hier habt ihr letztendlich zwar diese schöne Gummiabdeckung außenrum oder dieses übermolded, fühlt sich einfach geil an und die Qualität ist auch super, aber hier habe ich das gleiche Problem, dass sich die Abdeckungen von den Türmen aufgrund dieser ganzen Gummilappen hier ein bisschen bescheiden lösen lässt. Also das ist, wie gesagt, da kommt man einfach nicht ganz so geil hin. Hätte man einfach da hinten auf die Gummilappe verzichtet, hätte man einfach ein bisschen schöner drehen können. Bedeutet hier am besten mit Fingernägeln, dann geht es ein kleines bisschen schöner. Ihr seht aber, die Abdeckungen selbst, beziehungsweise die Schutzkappen, sind hier doch sehr gut gerändelt. Und wie gesagt, wer unbedingt einen haben möchte und kommt hier bescheiden ran, cuttet einfach da hinten den Gummi weg, falls er euch stört. So, jetzt, wie gesagt, Qualität würde ich genauso beurteilen wie bei den anderen letztendlich auch. Da kann man nicht maulen. Das Aluminium ist schön, auch dieser Gummiüberzug ist 1A, wirklich super von der Qualität her, können wir nicht maulen. Aber der nächste Punkt ist, was zunächst mal sehr positiv auffällt, natürlich das Gewicht mit gerade einmal 140 Gramm. Das aber ein bisschen natürlich, auf Gunsten oder zugunsten ein bisschen vielleicht der Haltbarkeit irgendwie bei der Montagevorrichtung. Denn hier wurde letztendlich das meiste Gewicht gespart und wenn ihr euch die Mount mal anschaut,
Das mit dem QD-System, das funktioniert super und die Qualität von der Montage ist auch klasse. Aber kein 7075 Aluminium, sondern Standard 6061. Also rein von der Zugfestigkeit schon ein bisschen schwächer das Alu. Und jetzt hängt einfach die ganze Optik nur noch auf ein paar so dünnen Ministreben. Bedeutet, wenn ihr das Ding auf einer Knifte drauf montiert habt und ihr lehnt die Knifte mal gegen einen Baum und die kippt aus Versehen um, dann könnt ihr ganz schnell davon ausgehen, wenn das ein bisschen hier Last drauf kommt, dass euch die ganze Montage hier unten leider etwas verbiegen könnte. Ist mir leider auch schon 3-4 Mal passiert und das sogar schon bei deutlich robusteren Montagevorrichtungen. Also hier ein bisschen auf die Belastbarkeit der Montage etwas achten, würde ich mal sagen. Sehr, sehr dünn. Dann, wie gesagt, das Übermolden mit diesem Gummi finde ich wieder sehr, sehr geil, wie gerade beim Dreier auch schon angesprochen. Helligkeitseinstellungen oben ganz einfach überdrücken, einfach auf Plus. Die ersten 2 Stufen sind NVG, bedeutet Restlicht, da seht ihr den Punkt eigentlich mit dem bloßen Auge so gut wie gar nicht. Und dann ab Stufe 3 geht es dann los für ganz normales Tageslicht. Wenn ihr ihn komplett ausschalten wollt, dann bleibt ihr 3 Sekunden lang auf Minus drauf und dann deaktiviert sich der Punkt komplett. Aber natürlich auch hier im Vergleich jetzt gerade zu anderen Rotpunktvisieren, zum Beispiel UH1 Gen 2 oder sowas, habt ihr ja immer diesen Motion-Sensor drin, beziehungsweise diesen Bewegungssensor. Bedeutet, wenn ihr die Optik nicht nutzt, dann schaltet sich diese automatisch aus. Und das ist jetzt hier aber auch nicht der Fall. Bedeutet 112 Euro ungefähr oder vielleicht sogar ohne Rabatt 140 Euro und ein kleines Feature, was vielleicht ein bisschen fehlt. Bedeutet, wenn ihr das Ding einfach jetzt spielt und vergesst es auszuschalten und lagert das Ding 3, 4, 5 Tage lang, dann zieht es euch halt auf Dauer einfach die Batterie leer. Und wie gesagt, hier gibt es eben andere Leuchtpunktvisiere mit so einem Motion-Sensor, die sich eben automatisch ausschalten, wenn sie nicht in Bewegung sind. Hier leider nicht vorhanden. So, dann haben wir natürlich hier ebenfalls diese Flip-Ups dabei, die habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Die könnt ihr nach unten drehen, könnt ihr nach oben klappen, je nachdem. Oder ihr macht sie eben komplett weg, je nachdem, wie ihr das braucht. Und auch hier habt ihr letztendlich vom System selbst die gleichen Einstelltürme wie beim Dreier auch. Bedeutet auch hier mit der Schutzkappe hier oben drauf gehen und dann über schöne straffe Klicks das Ganze einstellen. Und wie gesagt, hier genauso wie der Dreier, schön straff das Ganze, absolut null schwammig. Also ihr habt nicht den Fall, dass ihr mal irgendwie 2, 3 Klicks auf einmal macht, sondern wirklich schönes, lautes, definiertes Klicken, letztendlich einstellbar. Nur eben der Einstellbereich mit 45 Winkelminuten vielleicht für den einen oder anderen ein kleines bisschen zu wenig. Dann lasst uns doch ebenfalls mal durch den Vierer durchschauen. Hier fällt natürlich zunächst mal auf, eben ein bisschen eine kleinere Linse mit 20 mm Durchmesser und die LED eben auch wie bei der Generation 2 im 135 Grad Winkel verbaut. Bedeutet, die ist euch im Eck unten einfach doch ein kleines bisschen im Weg. Also da fand ich das eben 180 Grad, beim Dreier zum Beispiel fand ich das ein kleines bisschen schöner gelöst. Also hier die LED unten im Eck 135 Grad, vielleicht ein kleines bisschen störend. Dann auch die Helligkeit ist weiterhin sehr gut, bedeutet wie alle diese Mavericks letztendlich. Auch hier würde ich sagen, Stufe 5 bis 6 ist zum größten Teil locker ausreichend und ihr könnt das Ding aber eben hochschrauben bis auf Stufe 10. Und dann habt ihr wirklich eine sehr, sehr hohe Helligkeit drin. Bedeutet auch letztendlich für den Sommer oder für helle Tage, sonnige Tage locker ausreichend. So, kein Strahlen letztendlich an den Rändern, bedeutet auch, wenn wir den Punkt jetzt hier mal ein bisschen an den Rand hinfahren, ja, ihr habt so ganz minimale Spikes letztendlich auf Stufe 10, also auf maximale Helligkeit, aber an den Rändern immer noch schön sauber. Und das finde ich eben bei allen diesen Mavericks, bei allen 3, finde ich das eben in Ordnung. Also da können wir nicht meckern. Was ihr aber natürlich auch wieder sehen könnt, ab Stufe 8 nehmt ihr auch wieder so ein bisschen so ein leichtes Überstrahlen wahr, bedeutet auch hier wieder kein schöner definierter Punkt, sondern so ein bisschen einfach so ein Stern letztendlich. Vom Blaufilter und vom Abdunkeln würde ich sagen, nahezu identisch wie beim Dreier, bedeutet hier sind mir keine großen Unterschiede aufgefallen. Minimaler Blaufilter bei der Farbwiedergabe vorhanden, aber das Abdunkeln ist hier wirklich nur noch sehr, sehr gering, letztendlich einmal wahrnehmbar. Was ich euch jetzt hier versuche nochmal darzustellen, ihr seht, ich dunkel jetzt das Ganze nochmal ab, denn auch hier ist es genauso wie beim Dreier, dass wenn natürlich die Helligkeit zu stark für die Umgebungsbeleuchtung eingestellt ist, dass ihr auch hier so leichte Reflexionen wahrnehmen könnt. Bedeutet hier einfach immer nur beachten,
die Helligkeit des Punktes eben auf die Umgebungshelligkeit einzustellen und nicht einfach immer auf Maximum hoch und dann wundern, warum das Ding reflektiert. Wie gesagt, auch hier denke ich so, Stufe 5 und 6 sind meistens locker ausreichend. Wenn der mal ein bisschen mehr braucht, ja, dann dreht das hoch und dann ist es aber auch normalerweise so hell draußen, dass ihr diese Reflexionen eben nicht mehr wahrnehmt. Was wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen können, dass eben das Batteriefach jetzt im Vergleich zum 2er und zum 3er nicht so weit herausragt auf der rechten Seite, da eben die Helligkeit oben über Druckknöpfe eingestellt wird und nicht über seitliche Drehrad. Gut Leute, auch hier würde ich sagen, erstmal so, wenn man sich die Aufnahmen anschaut und auch wenn man das ganze, ja, dieses ganze Leuchtpunktvisier am Tageslicht nutzt, würde ich sagen, ist es vollkommen in Ordnung und mehr als brauchbar. Also das ist alles in Ordnung. Jetzt habe ich aber leider schon wieder ein kleines Problem, was ich mit der Kamera leider nicht wirklich gut einfangen kann. Oder ich probiere es mal, aber wie gesagt, das funktioniert irgendwie nicht und ich kann es euch nicht erklären, warum. Und zwar hat das Leuchtpunktvisier, wie einige andere auch, bedeutet, ich hatte das Problem auch schon zum Beispiel bei diesem Nimrod RMR oder sowas oder auch schon teilweise auch bei anderen. Und zwar ist das ein Pulsieren des Punktes. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Der Axel meinte auf der IWA, das könnte an der Lichtfrequenz liegen. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall ein Punkt. Wenn man jetzt das Leuchtpunktvisier draußen am Tageslicht nutzt, dann empfinde ich den Punkt wirklich super. Ich kann in Bewegung sein, ich kann die Knifte schön führen, ich kann beide Augen offen halten, es funktioniert. Sobald ich aber den Punkt Indoor verwende, bei Kunstlicht, dann wird es mir schlecht, beziehungsweise bekomme ich Kopfschmerzen. Und zwar, wie soll ich das euch erklären? Bedeutet, wenn man dann in Bewegung, schaut mal, ich weiß jetzt nicht, hier, es sieht jetzt hier unten im Kellerraum mit den Softboxen, kann man es vielleicht ein kleines bisschen erkennen, wenn ich hier in Bewegung bin. Und ich nehme das als unheimlich störend wahr. Bedeutet, bei Kunstlicht meine ich, dass der Punkt einfach pulsiert in Bewegung. Bedeutet, als würde der Punkt jede Millisekunde an-ausgehen. Das ist ganz, ganz komisch und das geht mir unheimlich auf den Kopf. Und ebenfalls ist es mir dann möglich, dass wenn ich dann gegen irgendein Objekt dagegen schaue und die Waffe bewege, dann kann ich mit dem Punkt malen. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel wenn ich die Waffe im Kreis drehe, dann sehe ich auf einmal 10 Punkte, anstatt nur einen, die dann nach und nach dann wieder weggehen, wenn ich die Waffe wieder ruhig halte. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wie gesagt, hier, ich nenne es jetzt einfach mal Pulsieren und Nachschmieren des Punktes. Wie gesagt, ich weiß, ich kann das mit der Kamera leider wirklich nicht gut einfangen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine und wer sich vielleicht mit Leuchtpunktvisieren ein bisschen auskennt, der könnte vielleicht auch mal in die Kommentare unten drunter schreiben, wenn er versteht, was ich meine. Also wie gesagt, im Indoor, also Outdoor gar keine Probleme, aber Indoor je nach Lichtfrequenz eventuell kann man mit dem Punkt malen. Ihr könnt ein Smiley an die Wand malen. Ihr seht dann auf einmal 10, 20 Punkte, wenn ihr, je nachdem wie schnell ihr die Waffe bewegt. Also es ist, wie gesagt, das empfinde ich als unheimlich störend und geht für mich gar nicht, denn da wird es mir echt auf Dauer, wird es mir da ungelogen, da wird es mir ein bisschen schlecht dabei. Fassen wir also auch den Maverick 4 ganz kurz in einem Fazit zusammen. Da gebe ich auch wieder einen Pluspunkt auf die Qualität. Wie gesagt, das ist bei allen drei wirklich klasse, da kann man nicht schimpfen. Alu sauber gefertigt, die Montagen sauber gefertigt, nirgends wie irgendwie vorne Kleber oder sowas sichtbar. Alles schön ausgerichtet, sauber, keine Schmutzpartikel irgendwie im inneren Bereich auf den Linsen. Dementsprechend Qualität einfach wie alle drei anderen oder alle drei wirklich klasse. Der zweite Pluspunkt natürlich auch nur 140 Gramm, dementsprechend ein Pluspunkt aufs Gewicht. Sehr, sehr leicht das Ganze. Die Haptik finde ich klasse mit diesem Gummiüberzug wie beim Maverick 3 ebenfalls. Würde ich auch einen Pluspunkt dafür geben. Und auch die Helligkeit, wie auch dieses Randstrahlen des Punktes oder das Verhalten des Punktes an den Rändern würde ich ebenfalls wieder als Pluspunkt geben. Bedeutet, wenn ihr das Ding wirklich hochschraubt oder wenn es mal wirklich knallehell draußen ist, Stufe 10, gib ihm, die Helligkeit langt euch locker aus und ihr verliert einfach nicht den Punkt wie bei manch anderen Leuchtpunktvisieren, da einfach die Helligkeit locker ausreichend ist. Finde ich also gut. Dann ebenfalls die Montagehöhe mit 41 mm ist hier ebenfalls in Ordnung. Wie gesagt, für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen höher sein. Aber wie gesagt, 41 ist schon mal gut. Da fand ich jetzt die Generation 1 mit 38 mm ein bisschen ausbaufähig. Also hier nochmal 3 mm. Auch wenn es sich nicht viel anhört, ein kleines bisschen höher von der Montage. Und ihr habt eben auch beim 4er
den Killflash vorne enthalten. Der liegt übrigens hier drüben rum. Und wie gesagt, den habt ihr ebenfalls dabei, wie beim Maverick 3 letztendlich auch, gebe ich auch einen Pluspunkt dafür. So, dann die Neutralpunkte. Auch hier wieder natürlich zu beachten, was aber eben relativ normal ist. Je nach Helligkeitseinstellung nehmt ihr ab einem gewissen Punkt der Helligkeit ein Reflektieren oder eine Reflexion wahr. Bedeutet, am immer hergehen und eben die Helligkeit auf die Umgebungshelligkeit einstellen. Und das ist eben auch so ein gewisses Problem, wenn man auf manchen Spielfeldern ist, die eben zum Beispiel eine Lichtung haben, wo dann die Sonne reinknallt und dann wiederum irgendwie in schattigen Bereich in den Wald reingeht oder in den Bunker reingeht. Dann muss man jedes Mal ein bisschen an der Helligkeit spielen. Denn wenn man dann draußen zum Beispiel Stufe 8 oder 9 spielt und geht dann in das Waldstück oder ins Gebäude rein, dann hat man sofort eine Reflexion drin in der Linse oder hinten im Absehen, da eben die Helligkeit dann zu hoch ist. Da sind zum Beispiel etwas modernere, aber auch natürlich deutlich teure Leuchtpunktvisiere mit einer automatischen Helligkeitsregulierung sind da natürlich ein bisschen vom Vorteil, muss man sagen. Also hier ein bisschen aufpassen, eben Helligkeit immer einstellen auf die Umgebung, ansonsten eben Reflexionen wahrnehmbar. Der nächste Neutralpunkt ist dann der maximale Einstellweg von 45 Winkelminuten. Das ist bei den anderen beiden Mavericks, beim 2er und beim 3er, deutlich höher. Also hier der Einstellbereich etwas geringer. Dann der nächste Neutralpunkt, auch hier natürlich kein Solar. Wie gesagt, ihr müsst den Batteriebetrieb verwenden, auch kein Motion Sensor irgendwie drin, dass sich der Leuchtpunkt automatisch abschaltet nach 2 Stunden oder so. Nein, gar nichts. Dementsprechend, wenn ihr heimfahrt oder wenn das Ding irgendwo einpackt, natürlich darauf achten, dass er aus ist. Ansonsten nach einer Woche ist wahrscheinlich die Batterie leer oder nach 1,5 Wochen oder 2 Wochen, je nachdem. Also wie gesagt, hier halt darauf achten, kein Solarmodul. So, und der nächste Neutralpunkt habe ich euch am Anfang angesprochen, das ist ein bisschen die Montage. Ja, das 140 Gramm wirklich ultra leicht, aber das Ding hängt halt wirklich nur noch an 2 mm dünnen Aluminiumstreben. Bedeutet, wenn da mal ein bisschen Last drauf kommt oder ein kleiner Schlag oder irgendwas drauf kommt, wenn die Knifte umkippt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euch die Montage verbiegt. Also hier Gewicht gespart, finde ich gut, aber dadurch vielleicht die Montage auch ein kleines bisschen anfälliger. So, Kritikpunkte habe ich jetzt leider 3 Stück an der Zahl, also ein bisschen mehr geworden. Weiterhin finde ich es leider nicht gut, die Schutzkappen hier wegzuschrauben. Da kommt man ein bisschen bescheiden hin, obwohl sie ja hier solche Aussparungen in den Gummi reingemacht haben. Wie gesagt, es lässt sich dennoch relativ bescheiden einmal losschrauben. Da würde ich mir das ganze Ding da hinten einfach den Lappen einfach wegschneiden, damit ich da ordentlich drehen kann dran. Also das finde ich immer noch nicht ganz so geil gemacht. Und dann muss ich sagen, immer noch eine kleine Unstimmigkeit im Bild vorhanden. Das habe ich jetzt vorhin gar nicht angesprochen. Bedeutet auch hier genauso wie beim 3er das Phänomen, dass wenn man jetzt auf den Türrahmen zum Beispiel zielt, dass die Kanten oder die Konturen, die Linien vom Türrahmen nicht gleich bleiben. Bedeutet, ihr habt im Sichtfeld des Leuchtpunktvisiers einen kleinen Versatz von den Kanten drin. Dementsprechend auch hier genauso wie beim 3er letztendlich minimalst unstimmiges Bild. Und ein ganz großer Kritikpunkt, was für mich leider gar nicht geht und warum ich das Leuchtpunktvisier überhaupt nicht spielen kann, das ist eben dieses Nachschmieren bzw. das Pulsieren bei Kunstlicht. Habe ich euch gerade versucht ein bisschen zu erklären. Wie gesagt, wenn ihr den Leuchtpunkt draußen verwendet, unter der Sonne, dann absolut keine Probleme mit dem Ding. Sobald ich aber den Leuchtpunkt mal irgendwo mit einem Kunstlicht anschalte, jetzt im Innenraum, bei mir oben im Büro, von mir aus bei mir auf der Arbeit, irgendwo in der Halle drin, dann nehme ich einfach immer so ein Pulsieren von dem Punkt in Bewegung wahr. Und je nachdem, wie ich die Waffe dann bewege, sehe ich auf einmal 10 Punkte. Und zwar so lange, bis ich die Waffe wirklich wieder stillhalte. Und das ist unheimlich übel. Bedeutet, da wird es mir wirklich schlecht dabei. Ungelogen. Es kann vielleicht sein, dass ich da ein bisschen anfällig dafür bin. Oder keine Ahnung, ich kann es mir nicht anders erklären. Auf jeden Fall hier irgendwie unter Kunstlichtbedingungen Punkt pulsiert und bei Bewegung seht ihr dann auf einmal 10 Punkte oder sowas, bis ihr die Waffe wieder ruhig haltet. Und wie gesagt, wenn da jemand von euch Ahnung davon hat, wie sowas zustande kommen kann, oder ob ich einfach nur irgendeine Augenbehinderung habe, keine Ahnung, gerne mal Kommentarfeld unten nutzen.
Dementsprechend muss ich jetzt leider auch sagen, dass jetzt hier der Vierer für mich gar nicht geht. Könnte ich so also nicht spielen. Da greife ich lieber zum Beispiel zum Dreier. Der macht eben der hat dieses Pulsieren vom Punkt eben nicht und ist sogar ein kleines bisschen günstiger. Gut Leute, und abschließend schauen wir uns das letzte Produkt an, und zwar passend für diese Maverick Leuchtpunktvisiere ein Magnifier mit einer dreifachen Vergrößerung. So, und jetzt werdet ihr euch schon denken, oh, Reaper und Magnifier, das wird in die Hose gehen. Ja, ihr wisst, ich bin kein Fan von Magnifiern, vor allem nicht, wenn man sie mit irgendwelchen günstigen Nachbauten von irgendwelchen EOS oder UH1 kombiniert. Denn natürlich, das gesamte Absehen wird mit vergrößert. Und wenn man da jetzt irgend so ein billiges Leuchtpunktvisier vorne drauf hat, sage ich mal, dann habt ihr einfach ein richtig fettes, total blurred oder halt verschwommenes Absehen. Bedeutet ja, natürlich, wenn ihr in den Scharfwaffenbereich reingeht und euch ein Original-EO kauft oder von mir aus einen Holosun kauft für 500, 600 Euro, dann ist das eine andere Geschichte, wie wenn ihr das Ganze einfach mit einem ganz normalen Rotpunkt kombiniert. Denn ja, auch bei Originalen wird das Absehen mit vergrößert, aber es bleibt halt dennoch scharf. Und das ist halt leider bei günstigen Airsoft-Nachbauten meist nicht der Fall. Worauf ich heute hinaus möchte, ihr habt die Mavericks jetzt gerade gesehen und ihr wisst, wir haben jetzt letztendlich bei den Mavericks wirklich nur einen 3 MOA großen Punkt. Bedeutet, ihr habt eben nicht dieses fette Absehen wie bei anderen Leuchtpunkt- oder Rotpunktvisieren, und dadurch spielt diese Vergrößerung heute gar nicht so eine große Rolle. Bedeutet, selbst wenn ihr da jetzt den Punkt mit vergrößert auf dreifach, ist der Punkt dennoch scharf und ihr könnt dennoch super damit spielen. Also hier war ich doch ein kleines bisschen positiv überrascht, dass es mit der Kombination wirklich sehr gut funktioniert. Schauen wir uns zunächst mal an. Wie gesagt, hier hinten jetzt der Magnifier drauf verbaut und das Ganze kombiniert mit dem Maverick 3. Denn wie schon angesprochen, gerade der Vierer, der neueste, ist aufgrund des pulsierenden Punkts für mich nichts, und dementsprechend würde ich das mit dem Zweier kombinieren. Meiner Meinung nach aus dieser Maverick-Serie immer noch der beste, auch wenn vielleicht nicht der neueste. So, Maverick 3, Magnifier 3x22 mit der Nummer SCMF31 und SCMF32. Bekommt ihr auch entweder in Schwarz oder in FDE, wie ihr jetzt das Maverick 4 zum Beispiel vorhin schon gesehen habt. Gibt es nicht nur bei AliExpress zu bekommen für 89 Euro, sondern der gleiche Preis wird ebenfalls bei vectoroptics.de aufgerufen. Bedeutet, wenn ihr eben diese ganze Kombination komplett so haben möchtet, bekommt ihr auch problemlos in Deutschland. Ihr müsst nicht irgendwie bei AliExpress bestellen und dann irgendwie über Polen zu euch versenden lassen. Das ist schon mal sehr gut. Auch die 89 Euro für einen Magnifier finde ich in Ordnung. Da liegt auch der UFC, der bei Weitem nicht so gut ist wie der hier, liegt hier mittlerweile bei 130 Euro bei manchen Shops. Also wie gesagt, 89 Euro, ja, passt, aber überlegt euch auch im Vorfeld, ob ihr überhaupt so einen Magnifier benötigt oder nicht. Der Lieferumfang, ich kann es euch mal ganz kurz sagen. Ihr habt natürlich die Montage hier mit dabei, dann habt ihr einen Imbusschlüssel mit dabei zum Festklemmen und ihr habt ein Mikrofasertuch dabei. Das war's dann. Mehr braucht ihr letztendlich auch bei so einem Magnifier nicht. Von der technischen Seite bzw. vom Datenblatt her, wir haben eine Gesamtlänge nur vom Magnifier von 103 mm, eine Gesamtbreite inklusive der Flip-Up-Montage von 60 mm und das Gewicht beträgt immer noch angenehme 293 Gramm. Bedeutet, wenn man einfach diese Kombination jetzt drauf hat auf der Waffe, ist das Ding immer noch relativ handlich, muss ich sagen. Also wenn da mal ein UH1 draufknallt mit einem Magnifier, mit diesem Mikro hinten drauf, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also hier immer noch zu handeln und einfach vom Gewicht her sehr angenehm. So, jetzt kommen wir aber zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar die Visierhöhe bzw. die Punkthöhe. Bedeutet Höhe von der Picatinny-Schiene bis zum Mittelpunkt. So, und hier leider ein bisschen, oder meiner Meinung nach nicht ganz gut umgesetzt von Vector Optics, denn hier setzen sie bei dem Magnifier auf 36 mm. So, und wie ihr vorhin schon mitbekommen habt, vielleicht bei den Leuchtpunktvisieren, die liegen alle bei 38 mm oder bei 41 mm. Bedeutet, meiner Meinung nach ist die Montage, die Flip-Up-Montage von dem Magnifier
leider etwas zu flach geworden von der Visierlinie oder von der Visierhöhe. Bedeutet, man ist auch dazu angewiesen, wenn man jetzt das Ganze kombinieren möchte oder es wirklich sauber kombinieren möchte, dann seid ihr angewiesen, dass ihr ebenfalls nochmal diese MAV-P08 Montage mit 36 mm für euer Leuchtpunktvisier nochmal dazu kauft. Denn ansonsten passt das Ganze von der Höhe nicht zusammen. Bedeutet, ihr könnt da ausrichten und drehen, wie ihr wollt. Ihr werdet den Punkt niemals sauber einstellen können. Und das finde ich eben ein kleines bisschen schade. Da hätten sie meiner Meinung nach auch gerne bei der Flip-Up-Montage auf 41 mm hochgehen können. Denn so ist man jetzt wieder ein kleines bisschen weiter unten, was ich nicht ganz so schön finde. Und auch habe ich jetzt bis jetzt keine anderen Flip-Up-Montagen bei Vector Optics mit 41 mm Höhe gefunden. Da werde ich später mal der Jenny schreiben, das wäre vielleicht noch eine Ergänzung für 2023, dass sie eben noch eine Montage ein bisschen höher machen für den Magnifier. Gut, ich schweife ein bisschen ab. Die Vergrößerung, wie gesagt, dreifache Vergrößerung. Der Punkt wird mit vergrößert. Die Linse mit 22 mm. Und was mir jetzt auch sehr gut gefällt, der Augenabstand bzw. der empfohlene Augenabstand beträgt hier 69 mm. Bedeutet gerade im Vergleich zu manch anderen Airsoft Magnifiern, wo ihr mit dem Auge einfach richtig nah hinkleben müsst, damit ihr ansatzweise irgendwas seht, könnt ihr bei dem Ding problemlos 69 mm einmal Augenabstand haben und klebt eben nicht da vorne dran. Und das finde ich gut und funktioniert wirklich super. Auch der Dioptrienausgleich hier hinten von -2 bis +2 lässt sich wunderbar einstellen, schön straff, das Ganze schön gerendelt und funktioniert tadellos. Also hier direkt im Magnifier ebenfalls nochmal der Dioptrienausgleich einstellbar. Das Sichtfeld wird angegeben mit 49 Feet auf 100 Yards bzw. 15 Meter auf 91 Meter. Auch das ist in Ordnung für einen Magnifier. Die Austrittspupille beträgt 7 mm und auch ist der Magnifier vor Regen, Spritzwasser oder Nebel mit IPX4 geschützt. Bedeutet auch hier wieder nicht untertauchen, aber wenn es mal regnet oder mal ein bisschen neblig ist, wurscht, es dringt keine Feuchtigkeit in das Gehäuse ein. So, und ihr könnt es vielleicht im Video auch schon erkennen, wie letztendlich der Maverick 3 ebenfalls hat auch der Magnifier dieses Overmolded bedeutet, auch hier habt ihr diesen Gummiüberzug einmal außen drauf und kein kaltes, hartes, anfälliges Aluminium. Und das passt einfach wunderbar zusammen. Und wie gesagt, von der Haptik richtig, richtig schön. Gerade wenn es mal schnell gehen muss und man muss das Ding eben wegklappen, es fühlt sich einfach geil an und ist unheimlich griffig. Wie gesagt, auch hier eben diese NBR bzw. PVC Gummibeschichtung eben übers Aluminium drüber gezogen. Finde ich klasse von der Haptik. Preis, wie gesagt, 89 € ist in Ordnung. Dann drehen wir das Ding mal um. Lasst uns ebenfalls noch ein paar Punkte ansprechen, die mir wichtig sind. Wie gesagt, das mit dem Gummi finde ich klasse. Würde ich auch wieder einen Pluspunkt geben. Allerdings die Türme oder die Schutzkappen genauso versenkt wie beim Leuchtpunktvisier auch. Habe ich jetzt schon dreimal angesprochen. Bedeutet auch hier, kommt man ein bisschen bescheiden hin, um letztendlich diese Abdeckung hier einmal lösen zu können. Ist jetzt bei einem Magnifier nicht wirklich relevant, denn ihr stellt sowieso zunächst mal euren Rotpunkt sauber ein und dann stellt ihr letztendlich die Spiegel bzw. die Lupe sozusagen zu eurem Leuchtpunktvisier ein. Und das macht ihr letztendlich einmal und dann macht ihr da im Regelfall nie wieder irgendwas dran, außer ihr verwendet halt einen anderen Leuchtpunkt davor. Aber wie gesagt, auch hier ein bisschen fummelig, links wie auch rechts letztendlich die Abdeckung bzw. die Schutzkappen einmal zu entfernen, da auch hier eben diese Gummilappen eben außen noch mit dran sitzen. Warte, ich kann es euch auch mal so nochmal in die Kamera halten, dann könnt ihr es ein bisschen schöner sehen. Wie gesagt, auf die Lappen da außen hätten sie verzichten können, meiner Meinung nach. Okay, so, dann würde ich sagen, ein weiterer Punkt, was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, was ich leider auch nicht so geil finde. Warum klappe ich das Ding nur nach links weg? Bedeutet, ihr drückt hier seitlich den Knopf einmal rein und könnt das Ding dann komplett einmal nach links umschwenken. Also ich persönlich bin eigentlich nach rechts gewohnt, denn wenn ich die Knifte jetzt am Körper führen möchte, dann ist der gesamte Magnifier auf der linken Seite komplett im Weg letztendlich. Wartet mal, ich drehe es euch vielleicht mal. Wie könnt ihr das denn sehen? Ach so könnt ihr es gut sehen, glaube ich. Also warum denn nach links, auch wenn ich Rechtsschütze bin? Der deckt mir einfach mal von meinem anderen Auge
deckt mir der einfach das gesamte Sichtfeld ab. Also das ist meiner Meinung nach ein kleines bisschen Murks. Als Linksschütze, ja, von mir aus, dann klappe ich das Ding halt nach links rüber. Aber als Rechtsschütze möchte ich, dass das Ding eben nach rechts weggeklappt wird und nicht nach links. Ansonsten ist mir das Ding volle Rotze bei meinem zweiten Auge oder bei meinem linken Auge komplett im Weg drin. Das finde ich also auch nicht gut. Auch da habe ich jetzt schon bei Vector Optics mal ein bisschen in ihrem Shop rumgeschaut, aber ich habe keine Flip-Up-Montage gefunden, die nach rechts wegklappt. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, die kann man auch nicht irgendwie umdrehen. Also ich habe sie mal losgeschraubt gehabt, das funktioniert aber nicht wirklich, weil sonst passt der Versatz nicht mehr von der Aufnahme her. Also hier ein bisschen schade, das Ganze irgendwie nur nach links wegklappbar. Oder ich habe irgendwas übersehen und man kann das wirklich irgendwie ummontieren. Ich glaube es aber eher nicht. Wie gesagt, ich habe es schon losgeschraubt gehabt hier unten. Keine Möglichkeit gesehen, das umzumontieren. Also ein bisschen schade, nur nach links weg finde ich nicht gut. Die Visierhöhe habe ich euch gerade schon angesprochen, ebenfalls hier mit gerade mal 36 mm relativ flach. Also da hätten wir gern 41 oder vielleicht sogar 45 mm Visierlinie einmal machen können in der Kombination. Weil sonst klebt man halt wirklich mit der Backe voll am Schaft, damit man hier gerade durchschauen kann. Gerade mit Helm und mit Funk kann das etwas störend sein, wenn man halt viel am Körper trägt. Kommt man nicht wirklich schön an die Visierlinie hin. Also hier auch die Visierlinie leider etwas flach. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal durch das Teil durch. Auch hier muss man sagen, vom Absehen oder beziehungsweise von der Eyebox her kann man sagen, ist das Ding wirklich gut. Wie gesagt, ihr müsst mit dem Auge eben nicht komplett dran klatschen an dem Ding. Ganz bequeme 69 mm Abstand zum Okular und dann nehmt ihr auch von der Eyebox kein sofortiges Verschwimmen wahr. Bedeutet, ihr habt immer noch mit dem Auge relativ viel Spiel. Ihr könnt also vielleicht mal 1,5 cm links, mal 1,5 cm rechts ein bisschen hin und her wackeln und euch dunkelt einfach das Bild nicht sofort einmal ab. Also das finde ich in Ordnung. Wie gesagt, der Augenabstand finde ich gut und auch die Eyebox würde ich als brauchbar bezeichnen. Und was ihr jetzt hier eben auch vielleicht schön sehen könnt in den Aufnahmen, mit dieser Dreifachvergrößerung und dem Punkt mit 3 MOA, geht es auch noch in Ordnung. Bedeutet, ihr habt einfach nicht dieses fette Absehen wie bei einem EO, was euch dann vergrößert wird um dreifach und ewig groß ist. Ihr habt halt wirklich nur den kleinen Punkt und das finde ich wiederum in Ordnung. Auch nur dreifach, keine Vierfachvergrößerung finde ich auch in Ordnung. Also nicht übertrieben groß und ist auch ausreichend. Gerade für den Airsoft-Bereich mehr als ausreichend. Also das finde ich von der Vergrößerung und rein von der Vergrößerung des Punktes finde ich das ebenfalls in Ordnung. Was man jetzt aber ebenfalls kurz ansprechen muss, auch hier ist wieder der Punkt, auch hier ist wieder zu beachten, die Helligkeitseinstellung des Punktes. Konnte ich jetzt zwar leider in den Videoaufnahmen nicht gut rekonstruieren, aber auch hier wieder, wenn ihr zu viel Helligkeit eingestellt habt, dann reflektiert euch der Punkt komplett nach hinten durch im Magnifier. Ihr nehmt also unheimlich viele Reflexionen wahr, sehr viel so Spikes, so Strahlen einfach vom Punkt weg. Also auch hier die Helligkeitseinstellung etwas zu beachten. Und was mir auch in Kombination von dem Maverick 4 aufgefallen ist, dass wenn ihr höher geht wie Stufe 8, dass der Punkt auf einmal doppelt wird. Bedeutet, ihr habt dann mittigen Punkt und leicht minimals versetzt habt ihr nochmal einen Punkt. Und das war auch egal, wie ihr jetzt den Magnifier eingestellt habt, von der horizontalen, von der vertikalen, das war egal. Sobald man von der Helligkeit ein bisschen weiter runtergegangen ist, 2 Stufen, war der Punkt einfach klar. Also auch hier eben die Helligkeitseinstellung in Kombination von dem Magnifier etwas beachten. Gut Leute, jetzt haben wir uns letztendlich alle 4 Produkte einmal angeschaut, auch die Kombination mit dem Magnifier. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir noch kurz ein Fazit zu diesem Magnifier oder vielleicht gerade jetzt eben zu dieser Kombination, wie es gerade auf dieser BC9 verbaut ist. So, da würde ich bei dem Magnifier auch wieder erstmal einen Pluspunkt auf die Verarbeitungsqualität geben und ebenfalls einen Pluspunkt auf die Montage, auf diese Side Mount oder auf diese kippbare Montage. Denn was ihr vielleicht schon gesehen habt, rastet hervorragend ein, bedeutet der Magnifier hat eben nicht wie zum Beispiel der UFC irgendwie 2-3 mm Luft da hinten drauf, sondern das Arretierungssystem, wenn der einhakt, wenn der einschnappt, ist wirklich sauber. Also das funktioniert wirklich klasse und habt dementsprechend von dem Magnifier selbst kein Spiel drauf.
Auch wie gesagt, die Verarbeitungsqualität von der Montage, von dem ganzen Magnifier ist wirklich gut und würde ich einen Pluspunkt geben. Die Haptik ist auch wieder ein Pluspunkt, gerade wenn ihr das Ding eben angreift und rüberklappt. Ihr habt hier eben wieder diesen schönen Gummibezug außen drauf, eben dieses Overmolded. Fühlt sich einfach geil an, genauso wie letztendlich vorne bei dem Maverick 3 ebenfalls. Ist also eine schöne, von der Haptik eine schöne Kombination, muss man sagen. So, dann auch der Dioptrienausgleich, -2 bis +2, schön zum Einstellen, stufenfrei, schön straff und funktioniert einfach tadellos. Dementsprechend auch hier ein Pluspunkt und die letzten 2 Pluspunkte kann man eigentlich ein bisschen kombinieren. Das ist die Eyebox und das Sichtfeld vielleicht. Bedeutet, ihr müsst jetzt eben nicht bei dem Magnifier wie bei vielen anderen Nachbauten und Klonen da irgendwie mit dem Auge so 3-4 cm hinter dem Ding hängen, damit ihr überhaupt irgendwas sehen könnt, sondern ihr könnt hier ganz geschmeidige 69 mm Augenabstand haben. Und dann ist auch die Eyebox wirklich brauchbar. Bedeutet, ihr könnt euch ruhig mal mit dem Auge mal ein bisschen spielen, mal 1,5 bis 2 cm, bisschen links, bisschen rechts, hoch, runter und euch dunkelt eben nicht sofort umgehend das gesamte Bild ab. Also hier, das würde ich so ein bisschen so als Kombinationspluspunkt geben. Eyebox und Augenabstand oder Eye Relief würde ich auch, Augenabstand gebe ich auch einen Pluspunkt, würde ich sagen. Das kombinieren wir einfach ein bisschen. Also das ist wirklich brauchbar. Wie gesagt, da war ich bis jetzt bei anderen eher immer ein kleines bisschen enttäuscht, da man einfach viel zu nah mit dem Auge immer hin musste. Ist hier nicht der Fall. So, jetzt gibt es aber leider noch ein bisschen was, wo wir ebenfalls ein bisschen kritisch drüber sprechen müssen. Zunächst mal auch wieder der Punkt Reflexionen ist natürlich aufgrund des Leuchtpunktvisiers. Wie vorhin schon angesprochen, je heller ihr das Ganze einstellt, kann es dann eben zu Reflexionen kommen und diese übertragen sich selbstverständlich dann auch in den Magnifier rein. Bedeutet, wenn ihr da volle Knalle auf Stufe 11 hochschraubt und das Ding Indoor spielt, was ihr natürlich nicht braucht, dann habt ihr eben eine richtige, schöne, deutliche Reflexion auch hinten im Okular vom Magnifier drin. Überträgt sich halt einfach. Dementsprechend auch hier eben auf die Helligkeitseinstellung achten. So, dann ebenfalls die Montage bzw. die Visierlinie finde ich leider ein bisschen zu tief. Bedeutet hier 36 mm, muss man extra hier diese Montage nochmal dazu kaufen, finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie auch einfach die 41 mm Visierhöhe lassen können und hätten dann einfach die Klappmontage auf 41 mm hochgezogen. Also warum sie hier nur 36 mm verwenden, finde ich in so einer Kombination fast ein bisschen zu flach. Wie gesagt, hätte ruhig ein bisschen höher sein können. Und eben der letzte Kritikpunkt meiner Seite, wie gesagt, jetzt klappt der Magnifier, den ich jetzt hier habe, der klappt eben nur nach links weg und ist dann dementsprechend im anderen Auge komplett im Weg. Also geht meiner Meinung nach gar nicht, das Ding muss nach rechts rüber klappen. Ich habe es schon probiert irgendwie umzumontieren, habe es mal gelöst gehabt, also ich glaube nicht, dass man den irgendwie umdrehen kann. Bin mir nicht ganz sicher, aber wie gesagt, ich habe es bis jetzt nicht fertig bekommen. Wenn jemand so ein Ding schon hat und weiß, ob man den irgendwie umdrehen kann oder ob es vielleicht einen anderen gibt, gerne mal Kommentarfeld nutzen. Auf jeden Fall, so wie ich ihn jetzt bekommen habe, eben standardmäßig leider nach links weg klappbar und dementsprechend für mich so eigentlich nicht wirklich nutzbar. Denn wenn man eben ohne Magnifier schießt und nur den Leuchtpunkt nutzen möchte, dann klebt euch das Ding voll im Sichtfeld. Also geht, wie gesagt, geht gar nicht als Rechtsschütze. Als Linksschütze wäre es wiederum in Ordnung, muss ich sagen. Also zusammengefasst, wenn man vielleicht noch auf die andere Seite klappen kann, dann wäre das in der Kombination wirklich spielbar. Also da fand ich andere Kombinationen, wie gesagt, so EOTech-Klone, Aim-O mit dem UFC oder dann auch das UH1 mit dem Micro 3. Das ging gar nicht, meiner Meinung nach, weil es ist halt alles übelst fett vergrößert worden. Ihr musstet sehr nah hin. Das ist hier nicht der Fall. Und ihr habt eben weiterhin immer noch einen schönen Punkt und kein großes Absehen, was nochmal mit vergrößert wird. Also wie gesagt, ist in Ordnung, aber eben auch nur, wenn man unbedingt einen Magnifier benötigt. Dann sind wir ehrlich, auf 50 Meter kann ich genauso bloß mit dem Leuchtpunkt schießen. So Leute, jetzt leider nochmal ein kleiner Nachtrag. Da muss ich mich unheimlich bei euch entschuldigen, denn da war ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen auf dem Schlauch gestanden gestern Abend. Ich bin jetzt gerade am Videoschneiden, da ist mir auch aufgefallen beim Abschluss der Aufnahmen oder beim Schneiden eben, warum sollte Vector Optics einen Magnifier rausbringen oder verkaufen, der nur nach links wegklappt? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn.
Dementsprechend habe ich mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut und wie gesagt, da war ich echt ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, denn ich habe immer geschaut, dass ich hier unten die Schrauben irgendwie löse, um das Ganze eben drehen zu können. Weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn ich die Montage umdrehe, dass dieses Teil hier, also dieser Pin hier unten, der fette Bolzen, um das Ganze aufklappen zu können, dass der dann wiederum natürlich gegen den Rotpunkt stößt. Ja, aber genau das ist eben nicht der Fall. Bedeutet, ihr könnt das Ganze ganz easy umdrehen, indem ihr letztendlich einfach nur oben ganz normal den Montagering, quasi hier oben Montagering einmal losmachen, Magnifier rausziehen, dann die ganze Flip-to-Side oder diese Flip-Up-Mount letztendlich umdreht und dann das Ganze wieder über den Montagering befestigt oder festzieht. Und dann könnt ihr den eben auch komplett einmal drehen. Bedeutet, dieser Pin hier oder dieser Bolzen, das passt perfekt zu der dafür vorgesehenen Montagevorrichtung vom Leuchtpunkt und stößt hier eben nicht, wie ich angenommen habe, da dagegen. Habt ihr also noch genügend Platz, dass ihr hier seitlich reingreifen könnt, reindrücken könnt und dann das Ganze eben vom Schützen aus nach rechts klappen könnt. Also hier nochmal eine kleine Ergänzung. Problemlos eben nach links oder eben nach rechts montierbar, dieser Magnifier. Dementsprechend seid so gut und ja, der Kritikpunkt, nur nach links klappen, schlagt euch den mal aus dem Kopf oder streicht ihn letztendlich raus, denn das funktioniert eben auf beiden Seiten mit dem Magnifier. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Leider von der Timeline ein bisschen lang geworden, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, wir sind so vielleicht in einer halben, dreiviertel Stunde sind wir durch, aber ihr kennt mich ja, wenn ich einmal zum Labern anfange, dann wird es immer ein bisschen länger. Also dementsprechend leider ein bisschen lang gewordenes Video. So, abschließend, wie gesagt, zu diesen Vector Optics oder zu dieser Maverick-Serie. Die Generation 2 finde ich in Ordnung. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Hier stört mich, wie gesagt, nur die Linse die LED im 135-Grad-Winkel ist im Sichtfeld ein bisschen störend. Und auch, dass die Türme leider nicht zum Locken sind, finde ich auch ein kleines bisschen störend. Mein Favorit aus dieser Maverick-Serie ist die Generation 3 letztendlich mit diesem Gummiüberzug. Hier ist die LED unten drin verbaut, die Helligkeit ist schön, er lässt sich sauber einstellen. Nur das eben mit diesen Schutzkappen zum Abschrauben, das ist ein kleines bisschen nervig. Da werde ich mir vermutlich hinten einfach diesen Gummilappen da ein bisschen abschneiden mit dem Skalpell oder mit dem Teppichmesser, damit ich hier einfach ein bisschen besser und schöner rankomme. Aber der ist, wie gesagt, der ist gut und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, in Ordnung, sticht aber auch hier nicht heraus. Bedeutet, auch wenn ihr andere Leuchtpunktvisiere euch anschaut für 100 Euro, 120 Euro, da bekommt ihr auch letztendlich immer von der Qualität und von der Helligkeitsstufe nahezu dasselbe. Wie gesagt, hier auf jeden Fall brauchbar. Wo ich leider gar nicht damit zurechtkomme, das habe ich euch versucht ein bisschen zu erklären, das ist eben die Generation 4 von dem Maverick. Der Mini, der ist zwar unheimlich leicht, von der Haptik schön, auch Helligkeit, alles passt, aber der hat irgendwie ja, entweder eine andere Elektronik drin oder irgendwie eine andere LED drin, denn hier pulsiert der Punkt bei Kunstlicht. Und damit komme ich einfach nicht klar. Ich habe es euch versucht zu erklären, wenn ihr eben draußen das Ding verwendet, absolut gar keine Probleme mit der Sonne. Wenn ihr aber jetzt in einem Raum reingeht, in einer Halle seid oder irgendwie Kunstlicht halt habt und ihr bewegt die Knifte, dann könnt ihr mit dem Punkt malen. Bedeutet, ihr habt dann nicht nur einen Punkt, sondern wenn ihr die Knifte ein bisschen dreht oder bewegt, dann habt ihr ganz viele Punkte auf einmal und die schmieren dann so nach und gehen wieder weg. Also das ist ganz, ganz komisch und wie gesagt, da wird man fast ein bisschen blöd dabei. Geht also für mich gar nicht, woran das aber liegt. Wie gesagt, keine Ahnung, kann ich nicht, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus damit. Wenn da jemand von euch weiß, warum das bei der Version der Fall ist und bei den anderen nicht, gerne mal Kommentarfeld nutzen. So, und auch abschließend, der Magnifier ist jetzt in der Kombination wirklich super. Können wir gar nicht maulen. Dreifache Vergrößerung. Der Augenabstand ist gut. Der Dioptrienausgleich lässt sich sauber einstellen. Und es passt einfach wunderbar zusammen. Bedeutet, der Abstand vom Magnifier zum Leuchtpunktvisier, er lässt sich links und rechts montieren, letztendlich zum Umdrehen. Passt wunderbar. Und ihr habt eben jetzt nicht wie bei einem EO oder wie bei einem UH1 ja, das große Absehen, was dann nochmal vergrößert wird, sondern ihr habt halt wirklich nur den Punkt mit 3 MOA. Und wenn der ein kleines bisschen größer wird, dann ist das nicht so gravierend, finde ich, wie jetzt zum Beispiel bei einem EO oder bei einem UH1. Nur von Klonen oder Nachbauten gesprochen natürlich, nicht von Originalvisieren oder Originalleuchtpunktvisieren auszugehen natürlich. Bedeutet, wenn ihr ein Original
Holosun habt oder ein Original-EO und da euch ein Magnifier, ein Original draufpackt, ja, das wird auch mit vergrößert, aber das bleibt halt gestochen scharf. Und das ist halt bei den ganzen Airsoft-Klonen und Nachbauten nicht der Fall. Aber hier, wie gesagt, daher wir eben nur einen Punkt habt, finde ich die Kombination gut, auch vom Gewicht her. Normalerweise so eine Kombination aus Leuchtpunktvisier und Magnifier packt meistens nochmal so, ja, keine Ahnung, 600-700 Gramm auf die Knifte drauf. Hier nicht, bedeutet das Leuchtpunktvisier ist mit 190 Gramm relativ leicht und auch der Magnifier mit 290 ebenfalls relativ leicht im Vergleich zu anderen. Also das finde ich, wie gesagt, das finde ich in Ordnung und funktioniert tadellos. Wie vorhin aber auch schon angesprochen, überlegt euch vorher, ob ihr überhaupt so einen Magnifier braucht auf eure Airsoft. Wie gesagt, oder eben auf so eine Kombination vielleicht komplett verzichten, ein LPVO verwenden mit einfacher Vergrößerung zum Beispiel, wäre auch noch eine Alternative und sind dann meistens sogar noch mal ein kleines bisschen leichter, je nachdem, was man halt investiert. Aber wie gesagt, die Kombination ist brauchbar und mein Favorit eben der Maverick 3 mit diesem Gummiüberzug. So, das soll es gewesen sein. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas falsch erklärt oder wollt ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen und mir nahelegen oder mir erklären, warum der Punkt danach schmiert oder pulsiert? Gerne mal Kommentarfeld nutzen und wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!